Ja?
Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Governor Baron has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think he could answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Kurze Sekunde, ich muss mal kurz was umbauen am Mikrofon. Bin sofort wieder da. So unprofessionell. Ich wollte nur was nachgucken, weil der Arm jetzt so ein bisschen im Weg ist. Und mir das gerade aufgefallen ist. Und ich dachte, ich könnte mal eben schnell das Ganze umändern. Aber leider geht das nicht so, wie ich es mir vorstelle. Weil der Arm dann noch höher ist. Upsala. Und das passt dann noch weniger im Endeffekt. Ich wollte den Arm ein bisschen kleiner machen, aber es geht leider nicht so, wie ich es ganz gerne haben wollen würde. Darum ging mir das eigentlich nur. Nee, das habe ich vergessen vorm Stream. Sonst hätte ich es ja vorm Stream gemacht, wenn ich dran gedacht hätte. Ich wollte nämlich gucken, dass ich da etwas anders sitzen kann mit dem Mikrofonarm. Dass ich da nicht zu nah dran bin im Endeffekt. Und dann habe ich gedacht, ich könnte den ein bisschen anders bewegen. Das hat allerdings nicht so ganz geklappt. Deswegen ist mir das gerade erst eingefallen. Aber ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt. Deswegen, das sollte jetzt gehen eigentlich. Hello there. My name is Desardet. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted. We knew so we camped, alas. Were there several attackers?
I counted 5, maybe 6. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so scared in my life. What were you transporting? Mostly food, but also herbs and other ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect our cargo. Are you saying that the looters started by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times, do not camp near the road, do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, the attacks were very targeted. They must have camped near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Okay. Und dann haben wir das auch. Lass den Reisenhändler gewähren, ja. Und da müssen wir runter, dann passt das ja. Ist das ja ein Abwasch im Endeffekt. The caravan was some distance from the road when it was attacked. Please, help me! Just keep walking, Renaikse. This does not concern you. Have mercy! They will kill me! I am but a merchant who wishes to trade with the big city. If I were you, I would leave at once. A squad of guards are approaching. Fradi, let's leave. We are not ready for an encounter yet, but we will get you for this, merchant. Adloreda Odolmanawi, may the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Donea Exdragao took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Adloreda Renaikse. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. So, jetzt machen wir erstmal die Quest. Das müssen wir wahrscheinlich auch nachher hier rüber. Das ist wahrscheinlich für eine Quest gewesen. Da habt ihr noch irgendwas hier? Sonst will ich nachher die Begleiter switchen. Hat der denn er noch irgendwas? What did you think of your brother? Meeting him in such circumstances must have been upsetting. I had high expectations for this encounter. I was naively hoping for some emotional reunion, and I found myself in front of a conceited, selfish idiot. Need I say more? Not all brothers are alike, especially when they've led such different lives. Indeed. At least this regrettable adventure allowed me to find out who I am. Thank you for your help. You were very patient with me. Did you want anything else? What do the Naught's tattoos mean? The first tattoo we get indicates whether we're sea-born or sea-given. The rest of them tell our story. They tell of everything we've been through, our rank, but also the storms we've sailed through.
Do they also depict your heartaches? Some of us get the name of their lover tattooed, but our faces do not reflect that kind of adventure. Did you want anything else? I must leave you. Greenblood, my friend. Do you need something? I must leave you. Okay, da haben wir noch nichts Neues. Ich glaube, da müssen wir erst die Hauptquest weitermachen, bis wir da alles kriegen. Wir könnten aber gleich im Wechseln, wir könnten einen anderen Begleiter mit reinnehmen. Nehmen wir Siora mal mit. Was ist Sirona? Wie ist die denn jetzt? In der Hand, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Karans, do you need something? I must leave you. Okay, da sind auch noch keine neuen Sachen verfügbar. Ich finde Begleitergespräche manchmal sehr interessant, weil die halt so... Ja, man hat halt nicht die Möglichkeiten, so viel über den Hintergrund des Charakters zu erfahren und die erzählen manchmal sehr viel. In Dragon Age ist es so, dass da manche wie Stan zum Beispiel nicht gerade begeistert sind, wenn du die fragst. Und der ist ja so eher so, ja, mir egal. Here we are. Stay alert. The food has been destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades, the kind of weapons that islanders use. These crates are empty. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. Wer kann Potion trinken? Wir einfach nur kämpfen. Wir haben einen Dreispitzhut bekommen. Siora kann ja gar keinen Hut tragen, fällt mir gerade ein. Da war ja was, die kann ja gar keinen tragen hier. So, ein Dreispitzhut. Ey, ich bleib lieber bei dem, der gefällt mir besser. So, Rüstung haben wir auch neue. Was ich mir für den zweiten Teil definitiv wünschen würde, wäre eine Minimap, die man im Spiel drin hat. Ich finde das schlimm, wenn du sowas nicht in Spielen drin hast. Dass du halt so eine kleine Karte hast, wo du wenigstens siehst, wo du ungefähr bist. Das wäre gar nicht so schlecht, denke ich. Aber wie sagt man, Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Ne? So, wir gehen eben darüber, dann schlafen wir mal eben, dass wir unsere Gesundheit auffüllen und dann machen wir direkt mit der Mission weiter. Weil der Hirsch ist schon wieder hier. What's up, man? Ja, hau doch ab, ey. Schlafen, warte. Why was this man's body arranged like this? There's something in his pocket. Move away! Things are about...
Aber was benutzt die Rona denn für Sachen im Endeffekt? He was in the Die hat caravan, auch so... but whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donea Extragao do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. So Fläschchen, ne? Die haben wir ja gar nicht. Wir laufen den direkt in die Arme, ne? Die stehen da oben. Patrol. We're close to the target. Ach, mir fällt gerade auf, hab ich den Twitch-Stream überhaupt angemacht? Ah ne, der ist an. Okay. Hab mich schon gewundert, habe ich den überhaupt angemacht habe. Nee, alles gut. Alles gut. Ah, guck mal, das ist aufgesprengt. Wir brauchen mehr Mana-Regeneration. Die sterben zu schnell. So, wir plündern direkt alles. Können wir nicht direkt alles plündern? Das wäre viel einfacher. Oh, wir haben da was bekommen, was grün ist. Dann müssen wir gleich mal kurz reinschauen, ob wir das gebrauchen können. So, falsche Taste. Lass mich mal schauen. Ausrüstung. What the fuck? Dankeschön. Alter. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heli, hi. Hast du gerade hier Subbombe rausgehauen oder was? Alter. Dankeschön. Holy fuck. Danke. Ich habe mir gerade noch gedacht, Philly ist bestimmt noch auf der Arbeit. Leute. Was macht ihr mit mir? Alter. Danke. Was soll ich dazu sagen? Wann hast du Geburtstag? Alter. Bin heute schon rausgekommen, dachte ich überrasche dich. Ja, hast du. Hast du auch. Du hast mich sehr überrascht. Weil ich habe halt Steam gerade noch nebenbei offen. Und warte auf das Update für das Spiel, was wir spielen. Also Supermarket Simulator. Und warte darauf, dass das Update kommt. Deswegen habe ich Steam nebenbei offen, weil ich habe heute ein Video rausgehauen für so ein paar Tipps, die wir ja gesammelt haben über die Community. Und warte eigentlich nur noch drauf, dass das Update kommt, dass wir den nächsten Begleiter bekommen, weil ich das Spiel eigentlich schon ganz gerne weitermachen würde. Aber Problem ist momentan einfach, dass ja, das ist auffallend nervt einfach mit der Zeit, ne? Wer hat denn alles... Jetzt muss ich erstmal gucken, wer hat denn überhaupt welche bekommen? Lass mich schauen. Jetzt muss ich erstmal nach oben scrollen. Also... DJ Gamings hat eins bekommen. Name sagt mir jetzt gerade nach. Schubfarm ist auch da. Hallöchen. Glückwunsch zum Abo. Dragonclaw hat auch eins bekommen. Hey Alex, ich habe ein super Spiel für dich. Nennt sich Einkaufssimulator. Ist bestimmt das Richtige für dich. Mal, du hast es ja schon im Real Life. Torilas TV sagt mir jetzt auch nichts. Pedro 91 sagt mir jetzt auch nichts. Aber Glückwunsch an euch, dass ihr ein Abo auf diesen Kanal bekommen habt. Danke, Phil. Ey, ihr macht mich echt fertig. Leute, gestern, du heute. Alter Falter.
Ja, also wenn ihr mich umgebracht habt, also heute dürft ihr es machen, ich bin heute 36 geworden, da dürft ihr mich heute umbringen, ja, aber morgen nicht mehr. Alter, danke, vielen, vielen Dank. Also du hast mich gerade echt sehr überrascht. Also ohne Scheiß, also das ist bisher der beste Urlaub, den ich seit den letzten Jahren hatte. Leute hat gestern abonniert für 3 Monate, du haust eine Subbombe raus für 5 Leute. Alter. Dann haben wir noch seit heute die 440 Abonnenten auf YouTube. Was? Also ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ohne Scheiß. Ihr macht mich fertig. Ich finde das schön. Also ganz ehrlich, ich finde das toll, dass Leute immer wieder reinschauen. Besonders dann, wenn sie gefolgt sind. Ihr müsst natürlich auch nicht schreiben. Ihr könnt auch lurken. Also, ihr wisst das ja. Ja, aber auch, es läuft gerade richtig gut. YouTube geht steil nach oben. Twitch, ja, es sind einige neue dazu bekommen. Jetzt hauen 2 Leute mal eben von 2 Tagen mal Subs raus hier. Alter, der macht mich fertig. The standing men call themselves Donea Exregao. Please, let's try and talk to them. I do not want to fight with my brothers without trying to reason with them first. Da kann ich nur sagen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Weißt du, arbeitstechnisch läuft das wahrscheinlich nächsten Monat nicht gut und ihr macht mich einfach hier so Subbombe, ihr abonniert, ihr folgt. Da kann ich nur Danke sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur Danke sagen. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? My name is de Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Are those the Lugaid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I have come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I am not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on Olmenawe, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors, so why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. I share your anger against the Lions, and I also hope to find our captured brothers. But the Renaigse also use floating houses to transport things. Your attacks were useless. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Exregao will march together, and we will free our brothers. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Mal gucken, wo ist denn der Hauptmann da vorne? Ey, ihr macht mich einfach, ich bin immer noch baff, Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, aber ich feiere seit 18 Jahren keinen Geburtstag mehr. Und es gibt wenige Leute, die das wissen, dass ich heute Geburtstag habe und auch wenige Leute, die sich daran erinnern. Und das war für dich nur eine Kleinigkeit, aber für mich ist das schon sehr viel. Weil, wie gesagt, ich feiere keinen Geburtstag mehr, es gibt auch keine Geschenke mehr. Aber das ist schon für mich sehr viel, wenn jemand sowas macht. Genauso wie Leute gestern mit den Abos. Dass er immer eben für 3 Monate ein Stufe 1 Abo bezahlt hat. They are so full of hatred for the Alliance. Für mich ist sowas nicht selbstverständlich. As my mother did to free our people from the lions. And now they are ready for a great battle. Deswegen für mich ist das schon was Besonderes. Ich bin einfach gerade nur gehypt einfach. Ich freue mich halt, dass das so gut läuft, dass immer wieder Leute reinschauen, also auch bei Twitch in den Stream oder halt YouTube, dass die Abozahlen wachsen. Weil da mache ich ja irgendwas richtig im Endeffekt, ne? Da mache ich ja nichts falsch, wenn mehr Leute dazu kommen, mehr Leute die Videos gucken oder die Streams gucken. Da mache ich im Endeffekt ja was richtig. Und du weißt ja selber, wie schwer das ist, sich sowas aufzubauen. Und ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Aber ich weiß auch, wer hoch steigt, der kann tief fallen. Deswegen freue ich mich halt immer, wenn neue Leute dazukommen. Und nur eine kleine Aufmerksamkeit. Wann hast du Geburtstag? Habe ich nie aufgepasst. Hat es mir das mal gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Ja, ich habe nicht genug gefuttert. Sag ich nicht. Kannst es mir ja schreiben. Aber ich meine, du müsstest jetzt auch irgendwann Geburtstag haben. Hat es mir mal gesagt, das weiß ich. Aber ich habe es wieder vergessen. Da kommt voll um. Wie gesagt, Supermarkt-Simulator machen wir weiter, wenn das Update da ist, weil momentan können wir da nicht so viel machen. Aber Philipp, du kannst mal reingucken. Ich habe ein Video gemacht wegen Tipps und Hinweise und sowas. Ich habe 2 Stunden dafür gebraucht. Ja, so einfache Videos aufnehmen kann ich halt auch nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Brauche ich noch einiges an Übung, bis ich das wieder hinkriege. Wo ist er denn jetzt hier? Da. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. No, it was not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Ich weiß auch gar nicht, ob man daran teilnehmen konnte. Da vorne haben wir noch ein Fragezeichen, das können wir noch eben abklappern. Dann können wir eigentlich die nächste Hauptquest weitermachen. Bis gleich. Ja, also wir werden heute das Spiel wahrscheinlich den ganzen Tag machen. Also auf YouTube kann ich bis zu 10 Stunden am Stück streamen oder ich glaube hochladen an Videos. Dann alles, was drüber geht, wird glaube ich dann gesperrt oder sowas. Ich weiß es nicht. Also wir haben Zeit. Also wenn wir irgendwann so 9,5 Stunden machen heute, dann haben wir glaube ich auch eine Menge geschafft. Die anderen Videos kommen ja dann noch nebenbei, die normalen Aufnahmen. Aber ich würde das Spiel ganz gerne halt durchspielen, weil am 21. März kommt Horizon Forbidden West. Und das werden wir, wenn wir bis dahin, also wenn ich bis dahin immer noch freitags frei habe, werden wir das direkt am Freitag dann starten, am 22. Dann werden wir damit dann direkt dann weitermachen mit dem Stream, weil ich habe mir jetzt überlegt, wir machen jetzt erstmal ein Projekt im Stream, weil das ist dann besser
Oder ist ein bisschen angenehmer, das eine Spiel durchzuspielen, als wenn ich jetzt alle 2 Tage wechseln muss. Weil dann ist natürlich das Problem, wenn du dann auf ein Spiel dich freust. Dann ist wieder ein anderes Spiel und dann, wenn du halt keine Zeit hast, dann kommt halt der Stream. Ja, und ich denke, das ist dann schon ein bisschen angenehmer halt, wenn man direkt live dabei ist. Als wenn man sich nachher eine Wiederholung anguckt. Okay, das haben wir jetzt auch gefunden. Dann kann ich ja jetzt im Endeffekt... Wo muss ich denn darüber hier hin? Habe ich eine Möglichkeit, von hier irgendwo schnell zu reisen? Oben habe ich eine. Deswegen werden wir uns erstmal im Stream auf ein Projekt stürzen und das dann durchziehen. Abgesehen von Samstag, da kommt natürlich der Sons of the Forest Stream jeden Samstag. Also der bleibt samstags. Falsch gelaufen, ne? Mann. Der bleibt samstags und den Rest der Woche machen wir dann halt erstmal ein Projekt, bis wir das durch haben und dann kommt das nächste. Nein, habe ich nicht erholt. Ich habe gerade noch einen Schock bekommen. Die Feli hat mal eben eine Subbombe rausgehauen für 5 Leute. Und hat mich da eben mit gekillt. Mehr oder weniger. Also noch lebe ich. Also so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber ich war dann doch ein wenig geflasht gerade. So, ne, schlafen wollen wir nicht. Wir wollen schnell reisen. Wir müssen dahin. Ja, ich finde jetzt wieder Worte, weil ja, gerade wusste ich nicht, was ich sagen soll. Deswegen, ja, ihr macht mich noch fertig. Du kommst dafür leider etwas zu spät. Ulan, I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is, and I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Warte draußen eine Stunde. Kann ich die Zeit irgendwie überbrücken? Habe ich irgendwo eine Möglichkeit zu ja, ich habe drüben ein Lager, dann überbrücken wir die Zeit eben. Weil ich warte doch jetzt nicht eine Stunde, bis das jetzt abgelaufen ist. Hatte auch Termine heute? Das ist natürlich auch doof. Ich hatte heute Morgen eigentlich auch einen Termin. Mit unserem Vermieter, der wollte noch was machen wegen der Gastherme. Dann, war aber das Problem, dass er es dann doch nicht schaffte, also haben wir es dann verschoben auf nächste Woche. Und dafür bin ich dann extra heute Morgen um 9 Uhr aufgestanden. Ich war gestern nur bis 3 Uhr noch wach. Und da ich jetzt Montag Nachtschicht habe, wollte ich mich halt darauf vorbereiten auf die Nachtschicht. Und dann kam dann heute Morgen um 9 oder halb 10 so die Nachricht, ja, müssen wir verschieben, mir geht's nicht so gut. Ich habe so, ja, wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, hätte ich den Wecker ausmachen können. Hätte die Nacht durchziehen können. Have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordun, the chief of the village of Igugsob, is at the Nea Exragao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding, allowing the caravans to pass through his territory. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here... I am sure that you will manage to convince him that the Renaigse are not all bad. I can try, at least. Adloredar, we will wait here and hope that you will manage to reason with him. Den 20.03., dann hast du noch ein paar Tage. Ich muss bei das Spiel mal so ein Ticken lauter machen. Irgendwie stellt sich das immer so ein bisschen um. Was zu laut ist, müsst ihr mir das sagen, weil ich habe es mir ein bisschen leiser eingestellt auf Kopfhörer. Ich finde den eigentlich noch so ein bisschen... Dabei habe ich schon so viel lauter gemacht. Weglautstärke mache ich mal ein bisschen leiser.
Soll ja auch nicht zu laut sein. Also er kann auch nicht übersteuern oder so, weil das halt abgeregelt ist durch einen Limiter. Das heißt, selbst wenn ich das auf volle Lautstärke drehe, das würde für euch nicht so laut sein. So, wir müssen... Achso, jetzt muss ich da oben hin. Oder machen wir erst die Hauptquest? Ja. Ich müsste eigentlich die Hauptquest weitermachen, damit ich die andere Mission weitermachen kann von Kurt. Ja komm, machen wir erst das. Ja, die lassen sich da viele Sachen extra zahlen, das ist richtig. Oh, was hat er denn jetzt hier? Gespräch? Desarde, I intend to prove to the Admiral that I fully identify as a Naut once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see her? With pleasure. Let's see what adventure she has in store for us. Das heißt, dann habe ich ihn auch schon mal auf Maximum schon fast, ne? Von den Sachen her. Also ich habe noch 3 Verdächtige. Die Nauten sind noch verdächtig. Brückenallianz und Helme ist auch noch verdächtig. Den anderen bin ich soweit nett. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Stufe höher geht. Ich meine ja... Es ist halt mittlerweile bei vielen Sachen so, ne? Dass du dann halt irgendwie extra zahlen sollst, damit das schneller geht. Die Leute wissen schon, wie sie ans Geld kommen im Endeffekt. So, jetzt muss ich gucken. Gehen erst runter. Noch eine Quest hier oben offen? Okay. Machen wir erstmal seine Begleiterquest fertig. Die von Kurt müsste später kommen. Das ist ja bei PC-Sachen, wo habe ich meine Sachen immer bestellt? Bin mir gerade nicht sicher, bei welchen es war. Da gibt es auch mal dieses Service Level Gold. Das nehme ich meistens immer dazu, wenn ich halt PC-Teile bestelle, damit das schneller geht. Das kostet dann auch 5 Euro. Milady? Desarde. I'm the emissary of the congregation on Tir Fredi. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral, and I see that you're accompanied by one of our own. Hardy wins, Vasco. Hardy wins, Admiral. You are still angry with me for keeping you ashore, are you not? You'll one day thank me for it, but I don't suppose you've come to talk to me about affectations. What can I do for you? Captain Vasco, I'm glad to see you again. Did you profit from your time on land? I did, Admiral. That's why I've come to see you. You want me to entrust you with a loyalty mission? Indeed. Very well. A short time ago, we lost one of our ships near the island. The reputation of the Norts suffered from it. I have heard about it. An incomprehensible sinking which fueled numerous rumors. We cannot let the land dwellers think we are losing the sea. So I need someone to investigate and restore our reputation. At your orders, Admiral, and with pleasure. The shipwreck is stranded on the shore, southwest of the island, not far from Xavier. Thank you, Admiral. I'm counting on you, Captain Vasco. So, ich finde das Wrack. Das ist bestimmt irgendwo nicht hier. Es ist nicht hier. So. Na gut, dann müssen wir so da hoch. Das ist die nächste Hauptquest. Die macht man dann auch als nächstes, ne? Gehen wir da hoch, dann können wir... Ne, komm, wir gehen erst nach Konstantin, dann können wir von da aus nachher schnell reisen zu dem anderen Ort da oben. Weil ich jetzt nicht weiß, wie weit wir in der Hauptquest sein müssen, um die mit Kurt voranzutreiben. Weil wir haben in dem Teil, weil da wir ja die Goldene Edition spielen, haben wir noch ein DLC, von, das dann auch noch mit drin ist. Aber ich weiß nicht, ab wann wir das kriegen. Und ob wir das vor der Hauptstory durchspielen müssen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Deswegen, ich denke, da werden wir bestimmt eine Benachrichtigung oder so eine Info bekommen.
Wenn das soweit ist, weil das will ich natürlich auch ganz gerne mitnehmen. Cousin! You have returned. How did things go? You don't look well. What's happened? Nothing. Nothing terribly bad in any case. I must have eaten something that's having trouble going through me. It seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, fair cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? We had a talk with Lady Mordraschy, and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. Constantine. We have other more immediate matters at hand. Have you met the island governors? Did they speak of their discoveries concerning the Malachor? No, I have not as of yet been able to carry out that mission. I know I have put a great deal on your plate, but this mission is of the highest importance, cousin. I'll get right to it. Have no further concerns. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Die haben wir extra später gemacht. Yeah, Level 16. Achso, er steht da. Ich fragte mich gerade, warum steht Sierra hier? Karanz, do you need something? Da ist die Frage, ob sie noch irgendwas hat. Nein, hat sie I nicht. must leave you. Okay, ne, die Dingsquest machen wir jetzt weiter. Wir müssen aber eben erstmal die Talente verteilen. Was haben wir denn noch hier? Schattenexplosion wollte ich, glaube ich, auch mitnehmen, hatte ich gestern gesagt, ne? Bild der Erleuchteten wäre auch noch eine nette Idee. Dann hätten wir noch eine neue Fähigkeit. Wirkbereich 4 Minuten, Zollerzeugung 7, Magiekosten 250. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal mit. So, Attribute. Ich erst mit 16 und den anderen erst mit 17. Also man kann es auch mit Controller spielen, mit Maus und Tastatur spielen, aber ich finde es mit Controller ist es etwas einfacher. Falls ihr euch wundert, dass ich mit Controller spiele. Es ist ein PC-Spiel. Ich weiß nicht, ob es auch auf der Konsole gibt. Aber mit Controller ist es etwas einfacher zu handeln. Ich finde die Tastatursteuerung so krampfhaft bei dem Game. Nein, die wollte ich jetzt nicht. Eigentlich können wir... Ne, gehen wir direkt da hoch. Oh, von da oben aus die Schnellreise. Ich wollte gerade sagen, da glänzt doch irgendwas hier. Ist am Glitzern hier. Die Hauptquest habe ich extra so ein bisschen verschoben. Das ist absichtlich gewesen. Aber die machen wir ja jetzt weiter. So, sonst noch irgendjemand hier mit Ausrufezeichen? Nein. Und übrigens, das leckt hier immer. Das ist völlig normal. Ich hoffe, dass sie das im zweiten Teil besser hinkriegen. So, wir müssen... Hauptquest. Was habe ich hier? Ich bin das Wrack. Okay, dann sind wir schon mal da Richtung der Mission von Vasco. Vergesst mal seinen Namen. Das heißt, wir könnten geradeaus und dann gleich links runter. Was steht denn da oben? Ach, das sind... Ich speichere mal eben. Das sind Banditen. Ah, okay, ich bin da mal weg.
Dein Ernst jetzt? Schattenexplosion. Zuweisen. Ach, das ist auch so ein Kampfmagier. Nee, ich will keinen Mana-Trank trinken, ich will die aufheben. Ja, wir haben die jetzt platt gemacht, weil ich den Schwierigkeitsgrad 1 runtergesetzt habe. Wie gesagt, ich will das Spiel bis zum 21. durchbekommen und dann kann ich halt nicht versuchen, auf schwer oder normal zu spielen. Das dauert mir dann etwas zu lange. Und vor allem, man will ja die Story sehen und nicht, wie jemand dann 30 Versuche braucht, um an einem Mob da vorbeizukommen. Das wird dann ja auf Dauer auch langweilig. Deswegen habe ich den Schwierigkeitsgrad 1 runtergestellt. Aber wir kommen ja ganz gut voran, so ist es ja nicht. So, wir haben neue Items bekommen. Gut, sieht auch scheiße aus. Haben wir hier neue Hände? Kann ich die eigentlich verschrotten? Ne, kann ich nicht. Neue Schuhe haben wir bekommen. Hier 36 plus Gewicht, Elementarresistenz. Ich hoffe, dass man im zweiten Teil die Aussehen dann verändern kann. Ja, das ist die B-Waffe, die wollte ich haben. Sonst einen Hut haben wir noch. Können wir bei den anderen was ändern? Oh, den könnte ich ein altes Rapier gegeben hier. Vielleicht gib ihm die Waffe. Aber Schusswaffe habe ich noch keine. Ne, habe ich nicht. Hals. Ja, den kann ich ihm geben. Wo ich ihm eigentlich... Also du kriegst die hier und Kurt kriegt die hier. Weil Kurt macht unseren Tank, deswegen müssen wir natürlich gucken, dass der wesentlich mehr Power hat. Kann ich dann eine Waffe den auch ändern? Ne, kann ich. Auch könnte ich auf eine Einhandwaffe runtersetzen. Er hat hier noch den rostigen Zweihänder, der macht einfach keinen Damage damit. Leider kein Schild in dem Spiel. So, das haben wir ausgerüstet. Helm bleiben wir mal dabei. Rüstung bleiben wir auch dabei. Hände. Für uns alles nichts. Schuhe. So, Vasco. Nein. Falsche Taste. So, Lederhelme. Er will aber einen Punkt nur hochgehen, das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. So, was haben wir hier? Er hat 70, das wird runtergehen. 78. Bei dem bleiben, was er jetzt anhat. Und dann war auch nicht. Ne, wir lassen es so bei dem, was er hat. So, dann machen wir direkt weiter. Weil durch die Magie, wir spielen also quasi so eine Art Kampfmagier. Durch die Magie können wir halt diese Schilde umgehen. Und wenn du halt einen Nahkämpfer spielst, dann musst du halt erst diese Schilde kaputt machen. Die Gegner destabilisieren. Damit du halt den Schaden zufügen kannst. Ja, das ist schon, mein Mana ist schon wieder leer. Leider keiner bei, der uns heilen kann. Sirona könnte das, glaube ich. Die haben wir jetzt aber nicht dabei. Okay, sind auf dem richtigen Weg. Ich meine, es gab sogar für jeden Begleiter gab es eine Quest, die man machen musste, bevor man mit in eine Romanze eingehen konnte. Oh, ein alter Dolch. Ja, brauche ich Beweglichkeit. Habe ich natürlich nicht. Das fehlt uns natürlich.
So, sehr schön. Irgendwas in dem Dorf? Nein. Mit einigen konnten wir ja noch gar nicht reden gestern. Ich denke, das liegt daran, dass wir die Quest noch nicht haben. Dass wir mit denen reden können. Was ist denn hier? Ach, da muss ich weiterreisen. Ne, dann machen wir erst die Quests hier alle. Und versuchen die Karte hier aufzudecken. Geradeaus Durchlauf. See if you can ward off this fate! Move away! Things are about to get done! Ja. Ja, wenn wir die Waffe noch haben, kann ich nicht plündern. Wir müssen nachher mal gucken bei dem nächsten Händler, ob wir einen anderen Ring bekommen. Wir mehr Schaden machen können. So, wir müssen jetzt das Ding denn? Ich müsste irgendwie... Muss ich dann um Weg laufen oder habe ich hier... Ne, das ist alles zu... Hier dann geradeaus und dann links rum. Ja, irgendwie da runterkommen. Es gibt irgendwo einen Geheimweg, wo man da hinkommen kann. Wie gestern in der Mine. Bit of poison on my blade. And let's go! Ja, für die hier verballer ich die Mana-Tränke nicht. Wenn wir gegen einen Boss kämpfen, dann ist das was anderes, aber nicht bei denen. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt noch? Ich muss gleich mal zum Händler. Mein Inventar. 186 von 200, also wir müssen unbedingt zum Händler. Und hier, man sieht es auch, ne? Man regeneriert hier Mana 20 pro Sekunde. Da würde man sich in WoW schon drüber freuen, wenn man so viel mittlerweile hätte. Weiß ich gar nicht, wie das aktuell ist mit dem Mana. Wir haben hier oben Außenposten der Missionare. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Müssten ja hier eigentlich noch welche sein, oder nicht? Habe ich hier? Ah, stimmt. Hier haben wir noch die Aufträge. Die können wir auch noch machen. Ja. Aber die haben jetzt keine Mission für uns. Hier ist auch kein Händler. Gut, dann gehen wir wieder. Warte, wir müssen erstmal die andere Quest reinmachen. Ist das die Mission? Gestohlene Frachtschädlinge. Tötete Füchse. Okay, das ist aber nicht markiert, sehe ich gerade. Einmal ein Auto, immer ein Auto, hinterher. Das ist die Nebenmission, genau. Kurzmission geht erst weiter, Fortschritt in der Hauptquest. Ja, sage ich ja. Dann müssen wir erstmal die Hauptquest weitermachen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinten hinkomme. Weil ich meine nämlich, da erwartet uns definitiv ein Boss. Ich kenne ja schon so lange keinen mehr. Ja, dann ist das hier nicht... Warte mal. Jetzt gehe ich wieder zurück, ne? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Warum komme ich jetzt nicht dahin? Oder muss ich darunter schnell reisen? Bei Serene. Das ist die Quest.
Nee, okay, dann ist das hier falsch. Wie komme ich denn da runter? Hier drüber vielleicht? Mal gucken, wo ich jetzt laufen muss. Laufen wir hier durch. Dann müssen wir hier oben lang. Nee, da kommen wir nicht durch. Da wird es bestimmt wieder irgendwo eine Höhle geben, wo wir durchlaufen müssen, dass wir wieder rüberkommen. Das ist jetzt hier keine Möglichkeit, da durchzukommen. Da sind wir irgendwelche Flatterviecher. Normalerweise würde ich sagen, wir nehmen alles mit, aber wenn ich jetzt nicht gegen die kämpfen muss. Okay, er hat sich erledigt. Wir müssen die doch kämpfen. Würde ich die außen vor lassen. Ja, kann ich jetzt looten? Oh nee, hier geht's einen Weg runter. Hier gibt's einen Weg runter. Was habe ich hier? Oh, Eisenerz. Da weiß ich jetzt auch nicht, was wir damit machen können. Das denke ich mal für Handwerk. Ja, wir brauchen mehr Mana-Regeneration. Gar nicht so unwichtig. Irgendwie die nämlich nicht so schnell kaputt. Ja, da geht's runter. Natürlich wieder mehrere Wege, ne? Ich kann aber nicht so weit rauszoomen. Und wir machen auch nicht so viel Damage, wenn man darauf achtet, ne? Das Gift ist so nervig. Wir brauchen einen neuen Ring. Wir machen zu wenig Damage. Aber wir haben das Ding gefunden. Ich speichere mal eben. There it is. I didn't think your ships could break like this. Das wird doch bestimmt irgendwie ein Boss gewesen sein, weil das hier ist kein Gegner. Das muss ein Bossfight sein. Dann kann ich mich nicht vorheilen. Was? Wir nehmen vorher noch einen Heiltrank. Der Magieangriff, LT. So, das meinte er damit. Ich würde sagen, hä? Das sollte reichen. Das passt voll. The corpses are chained up. These beasts were captive. Could they have died during the sinking? I don't think so. They don't seem to have drowned. Something bigger slaughtered them with no effort at all. Er macht nur ein Nickerchen, ne? Also das hat man früher öfters so gemacht. Einfach auf den Stein gelegt und gechillt. Nickerchen gemacht. But look. It's been broken. Is this ringing any bells for anyone else? Ja.
Wenn wir uns an den Anfang erinnern. The hull was torn apart. Im ersten Boss. And given the way that the wood is broken, it came from the inside. Damn it. What happened here? There are scratch marks almost everywhere on the wood, but they do not look like the marks a reef would make. This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away. Just like in Serene, the sailors did not stand a chance. The Admiral will not be satisfied with our deductions. She will want concrete proof. Let's keep searching. Ja, ich muss nur mal was trinken. Ich habe gestern zu wenig getrunken. Hatte deswegen... Aha! Den kennen wir doch. Kopfschmerzen. Es ist ein Bossfight. Gegen den haben wir nämlich schon gekämpft. Ein von denen. Gestern nämlich schon. Ich mache jetzt mal die Rüstung runter, damit der mehr Damage erleidet. Das ist auch eine Fähigkeit, die wir gespielt haben, die wir gerade nutzen zum Ausweichen. Ich sage ja, der Magier ist eigentlich relativ einfach zu spielen. Ja, machen wir auch mal. Wir müssen noch welche kaufen. Erinnert mich gleich dran, wenn wir bei einem Händler sind, dass wir Tränke auf jeden Fall kaufen. Die dumme Drecksau kann sich nämlich einbuddeln. Das macht das Kämpfen ein bisschen schwieriger dann. Ja, wenn die eingebuddelt ist, kriegt die nämlich kein Damage. Und wie wenig Schaden die anrichten. Nee, brauchen wir nicht. Wir können gleich auf die Nahkampfwaffe switchen. Häng fest. Die ihren Angriff castet. Gesundheit. Wir wollen, dass wir unseren Zorn hochkriegen. Scheiße, habe ich die wieder getroffen? Ja, ich habe getroffen. Ich will halt auch in den Nahkampf gehen. Ja, deswegen will ich halt nicht in den Nahkampf gehen, ne? Weil wenn wir sterben, ist das Spiel vorbei. Wenn die anderen sterben, ist das nicht ganz so schlimm. Jetzt auf den Ring. Gut. Hat auch ganz gut geklappt. Wir müssen aber trotzdem mehr Damage machen. Dafür, dass wir einen runtergestellt haben, halten die trotzdem zu viel aus. Wir machen nicht genug Schaden. Weil wir haben die falschen Gruppezusammenstellung. Ich weiß, dass wir noch einen Begleiter bekommen. Ich weiß aber nicht, welche Sachen die hatte. All the clues seem to corroborate the captain's journal. This is the same thing that happened at the harbor in Serene. The Guardian who was locked up on board freed itself and ripped apart the hull of the boat to get out. Yes, and my brothers had no means of saving their lives or the ship, alas. Let's go back and explain this to the Admiral. The captain's journal will serve as proof. Dann ist die Quest auch abgeschlossen. Dann können wir eigentlich die Hauptquest erstmal weitermachen. Dass wir die Mission für Herd auch bekommen. Weil wir brauchen unbedingt einen Händler. Kann ich denn von hier aus schnell reisen? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen.
Haben wir die Höhle komplett erkundet? Nein. Falls wir noch was finden, was wir verkaufen können. Na gut, das hat sich erledigt, das ist eh egal. Und da unten habe ich noch einen Stein, den müssen wir auch mitnehmen. Und wir müssen den nächsten Punkt, also wir müssen einen Punkt müssen wir in die Wissenschaft packen, damit wir die Mauern aufspringen können. Sonst kriegen wir da den einen Punkt nämlich nicht bei der einen Karte. Ein Fähigkeitspunkt. Dafür, dass das Spiel schon so alt ist, ne? Die Grafik und das Optische eigentlich echt gut gemacht. So, jetzt müssen wir komplett zurück. Obwohl, wir haben hier noch Sachen, die wir erkunden können, ne? Machen wir erst die Sachen hier. Machen wir erst die Sachen. Wenn wir Level 16 sind, erkunden wir den nächsten Punkt. Ja, verteilen dann beide Punkte im Endeffekt. Müssen wir dann mal gucken, in welche Richtung wir gehen. Aber ich finde die Explosion jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Da finde ich das andere besser mit dem Sturm. Ignorieren wir mal. Und die Hauptquest machen wir danach weiter. Eigentlich müsste ich mir auch noch ein Amulett holen, damit ich mein Leben regenerieren kann. Was ich dann nebenbei nutzen kann, wenn ich jetzt nicht am Kämpfen bin, weil jetzt habe ich natürlich keine Lebensregeneration. Wohl habe ich eins dabei? Habe ich eins? Ja, da kann ich das nämlich jetzt eben reinschmeißen, dann regeneriere ich jetzt in der Zeit Leben. Und wenn wir am Kämpfen sind, packen wir das andere rein fürs Mana. War ich Heiltränke. Braucht da nicht schlafen, ist doch optimal. Aber wir müssen gucken, dass wir halt das nächste Upgrade kriegen für die Klamotten bei ihr. Wir gehen... Eigentlich können wir komplett geradeaus durchlaufen, oder nicht? Unser Leben ist wieder voll. Eigentlich könnten wir komplett geradeaus durchlaufen. Oder auch nicht. Ah gut, wir müssen hier einmal abbiegen, aber sonst geht's. Okay, da kann ich... Ey, das ist ja doof jetzt. Na gut, dann eben nicht. Nehmen wir den eben mit, da kriegen wir Level 17, nein 16. Ja, ich brauche halt einfach bessere Sachen zum Mana regenerieren, ne? 2 Fähigkeitspunkte und ein Attributpunkt. Müssen wir auch gleich mal gucken, in welche Richtung wir da gehen. So, dann lass mich mal schauen, ihr Fertigkeitspunkte. Wir wollten eigentlich noch Schild des Erleuchteten holen. Wäre auch noch eine nette Idee, weil die finde ich jetzt nicht... Warte mal, wir haben einen neuen Kristall. Ich überlege gerade, investieren wir dann in den neuen Kristall? Was habe ich denn hier? Schild der Erleuchteten wirkt mit halbierten Effekt auch noch Verbündete. Okay, aber dann muss ich aber das erst nehmen. Ne? Ich kann nicht hier hochgehen, ne? Oder wir testen das mal. Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss das hier wirklich skillen, damit ich da dran komme. Will ich gerade, skill ich eben um, damit ich den wieder rausnehmen kann. Dann hätte ich 3 Punkte, die ich hier investieren kann. Das wäre bis hier und dann könnten wir den sogar noch holen. Was wir machen das eben. So, magisch? Ja, ja. So. Den habe ich schon. Ich muss das eben mit der Maus machen, sonst geht das nämlich nicht. So, den brauchen wir. Den hatten wir geskillt. Damit wir unsere Fähigkeit bekommen.
Den müssen wir einmal skillen, damit wir die Nahkampfwaffe tragen können. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, ne? Ja, ich nehme 2 Punkte, um das zu holen. Müssen wir dann gleich sparen. Okay, es ist ja kein Problem. So, wir brauchen 1 Ausdauer. Wir brauchen 2. Wie viel habe ich denn? 2 Punkte. Beweglichkeit und Genauigkeit wären, glaube ich, auch nicht schlecht. Willenskraft. Da muss ich gleich gucken wegen den Sachen. Ach ne, warte mal, den einen Punkt hatten wir ja extra frei. Da habe ich 2. Da gehen wir wieder in die beiden. Ich mache die extra nicht voll. Wir haben auf den Sachen, das kann ich euch gleich eben zeigen, haben wir Bonuspunkte drauf, die wir jetzt ausrüsten. Sekunde. Sobald ich auf die Sachen komme. Haben wir hier nämlich auf diesen Helm, haben wir dieses, ja, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Dadurch habe ich jetzt 3 Punkte. Und dadurch, dass ich den Umhang trage, hier habe ich nochmal einen Charisma-Punkt. Das heißt, ich habe im Endeffekt, habe ich dann 3 Punkte investiert. Deswegen brauche ich die beiden Punkte da nicht reinpacken. Deswegen möchte ich bei ihr auch die Sachen nicht wechseln. Und ich darf die Sachen dann nicht verkaufen, in dem Fall. So, wir können die Flanken da können nicht tragen, weil wir 2 Beweglichkeit brauchen. Wir können aber das... Was ist denn jetzt hier? Was könnten wir zum Beispiel tragen? Ja, das hier, das Rapier will ich wieder nehmen. So, Novizenring nehmen wir raus. Da will ich meine... Kann ich das nicht sortieren hier nach Qualität? Ah, kann ich nicht. Müsste der sein. Ach ja, wir brauchen einen neuen Ring. So, wo war das jetzt? Hier habe ich jetzt hier... Da hatte ich keinen Punkt. Da hatte ich noch einen Punkt verfügbar. Ich würde sagen, den heben wir uns auf. Oder gehen wir auf Willenskraft. Was brauche ich? Amulett und Halsketten. Da würde ich den in die Willenskraft investieren. Habe ich da nämlich den, wohl, ja, Metallkraft wäre natürlich auch nicht verkehrt gewesen. Da müssen wir gleich nur gucken, wenn wir dann die nächsten Punkte bekommen. Weil die Fähigkeit fand ich jetzt nicht so schön. Werden wir, dann haben wir frei, da die nächsten 2 Punkte hier reinpacken. Und dann komplett auf Magier gehen. Magische Heilung wäre auch noch eine Idee, die man nutzen kann. Aber ich glaube, das brauchen wir auf den Schwierigkeitsgrad nicht. Und Sturmanfälligkeit müssen wir skillen. Dann haben wir soweit eigentlich alles, was ich erstmal haben möchte. Weil ich weiß auch nicht, was Maximallevel ist in dem Spiel. Nein, ich kann nicht sprinten, weil ich so viele Sachen trage. Das ist richtig scheiße. Habe ich einen Händler? Kann ich da Sachen verkaufen? In Fallout 4, wenn man Survival-Modus spielt, dann frisst du dir die Knochen, wenn du zu viel trägst. Aber es gibt auch keine Taschen, glaube ich, ne? Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? Ich will ja nicht schneller... Nein, ich will nicht schneller... Thank you, but I'll continue on. Ich wollte eigentlich handeln, dass ich Sachen verkaufen kann. Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Wenn ich hier keinen Händler habe, bringt mir das nichts. Ah, komm, wir müssen in die Stadt. Ja, ja, wir müssen in die Stadt. Gehen wir darüber. Dann können wir die Sachen verkaufen und wir könnten für... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Für Vasco die Quests zu Ende machen. Ist die Questreihe mit ihm auch beendet. Plündern kann ich jetzt nicht, weil ich habe zu viele Sachen. Das können wir schon verkaufen. Die packen wir weg. Ja, ja, komm, die verkaufen wir, die Sachen, die brauchen wir nicht. Auch weg, der kann weg, der kann weg. Da muss ich gucken, aber da ist ein Wappenrock drauf, ne? Das müssen wir, eins müssen wir behalten. Weil wir die eventuell noch brauchen, die Sachen. Welche ist denn schöner? Der rote. Anzug, der kann auch weg. Behalten wir, der kann weg. Der kann weg, den haben wir drin. Kann auch weg. Morgen haben wir nur einen. So, was hast du denn für uns, was du
was wir tragen können. Der geweihte Ring ist schon mal schlecht. Den brauchen wir nicht. Gut, brauchen wir gar nicht gucken. Hat nichts dabei, was wir gebrauchen können. Ja, ja, best alles Crap, Junge. Alles Crap. Alles Müll. Ja, lass uns mal gucken, was du zu handeln hast. I am always happy to see you again. Do you want to see the objects I brought back from Vignamri? Der wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja, wir können uns auch so eine komische Maske aufsetzen, wenn wir das wollten. Bringt uns allerdings nichts. Räucherfass? Nehmen wir mal mit. Den behalten wir mal, den könnten wir dann abgeben. So, dann müssen wir... Habe ich Vasco seine Quest nicht drin? Doch, die müsste doch hier sein. Ja, ja, ist wir. So, den Rest nehmen wir auch mit. Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass die Sachen so schnell respawnen. Kannst du im Grunde genommen, wenn die Sachen wirklich respawnen andauern, kannst du echt jede Menge Geld machen. Weil ich meine nämlich, ich hätte nämlich schon alles einmal gelootet. Desarde, what can I do for you? Regarding the mission you entrusted Captain Vasco with. We have come to give our conclusions. I'm listening. We examined the shipwreck and the surrounding area. A creature they carried on board managed to set itself free. An enormous beast. It made a hole in the hull and caused the sinking. We could only find dead bodies. Alas, I was expecting it. May the sea be their shroud. We shall not forget them. Did you find anything? The captain's journal tells the tale of the ship from their departure to the sinking. Thank you, Vasco. It seems that the potions of the Alliance failed us once more. And rest assured, we will never transport another one of those creatures. They are too dangerous for our ships. Our honor is safe, thanks to you. You have proven your loyalty, and you have regained my trust. What you have achieved for us all deserves to be a part of your history, Vasco. I will send someone to tell the tattooist. He'll be waiting for you. Okay, wir sollen den echten Tätowierer begleiten? Cool. Kriegen wir dann auch eins? Das wäre nämlich ganz cool, wenn man das auch hätte reinmachen können. Aber danach machen wir die Hauptquest weiter, sonst kommen wir ja gar nicht voran heute. I have come to receive my tattoo. The Admiral should have informed you. Indeed, Captain. Congratulations. Well, take a seat. You know the drill. What do you think about it? I feel more Nort than ever. Great. Congratulations, Vasco. Oh, freundlich. Glad to see you, my friend. Seht ihr da irgendeinen Unterschied? Now that the Admiral has forgiven you, do you intend to set sail again? Without a doubt, but do not worry. I will not leave you before I find out where our story leads.
I hope that once this is all over, I will get to sail with you again. I hope so too. To be truthful, I'd rather not leave these shores without you. Did you want anything else? I must leave you. Hier ist zum Beispiel auch eine Romanzoption. Aber ihr habt euch ja schon entschieden, wer der, wegen der Romanze. So, dann gehen wir mal... Nein, du sollst reisen. Darüber wollen wir. Hast du irgendwas neue Sachen? Wow, was für geiles Schwert. Nahkampfwaffe, warum? Oh, verdammt, Metalle Kraft brauchen wir 3. Natürlich jetzt... Da brauche ich auch 3 für. Das heißt, da müssen wir die nächsten Punkte investieren. Hast du denn eine Halskette für uns, die besser ist als unsere? Willenskraft 2. Magie, Heilung. Will auch zum 30 hochgehen, würde uns nichts bringen. Explosionsschild. Würde uns, glaube ich, aktuell auch nichts bringen. Wir haben ja 15 von den Sachen. Ich sehe nichts, weil die Fässer im Weg sind. Oh, guck mal hier, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Das Grüne würde zu dem Set passen. Gesamter Umhang der Garde. Ja. So, das passt nicht zu dem Charakter. Das könnten wir ihm. Das ist nicht kompatibel. Kompatibel. Man könnte die auch neu ausrüsten im Endeffekt, ne? So, Rüstung. Alles nicht nutzbar. Pilzhut. Ja gut, da wird er jede Menge Punkte dazu bekommen. Also ein Captain-Hut. So, der nächste Charakter. In Wirklichkeit 3. Da habe ich keinen Einfluss drauf, soweit ich das weiß. Die Sachen zu erhöhen. Ich glaube, die skillen das Ganze selber. Das ist aber eine Einhandwaffe. Ihnen wäre es besser, wenn er eine Zweihand trägt, ne? 25 Rüstungsdurchdringung. Die wäre nicht verkehrt, glaube ich. 160, das ist 25, 23. Ich glaube, wir bleiben bei den oberen. Ich weiß nur noch nicht, wie man die Dingens ändert. Die haben ja so Sockel drin. Ich weiß aber nicht, wie man die Sockel reinkriegt. Das weiß ich nämlich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Bischofsgewand. Das wäre natürlich auch recht gut für ihn. Wir müssen auf unser Geld achten. Muss mal eben gucken, was ich verkaufen kann. Das kann weg. Kohle kann weg. Die kann auch weg. Ich gucke gleich. Sekunde. Wilder Stoffi, ja. Das stimmt leider. Wir gucken, dass ich von jedem Wappen 1 habe, meine ich, ne? Weil wir brauchten, glaube ich, da irgendwas von. Handwerk. Kommst du jetzt schon wieder an mit deiner Mutterwitze? Nebeltrank. Können wir auch alles verkaufen. Prachtvolle Feder können wir auch alles wegpacken. So, Schusswaffe hatten wir. Stiefel. 34, 20. Ja, danke, wir wissen, dass wir alt sind. Rüstung 26, ja. Halskette. Selbst die Halsketten und die Umhänge sind auch nicht kompatibel mit den Charakteren, ne? Das ist echt ein Witz. Vieles nicht kompatibel mit den Charakteren. So, die könnte neuen Säbel gebrauchen. Kannst du denn auch Ringe tragen? Ne, kann sie nicht. Schusswaffen kann sie auch nicht tragen. Helm kann sie überhaupt nicht tragen, ne? Es ist halt so, warum? Ausdauer 2 bringt uns nichts. Ausdauer 1 kann sie auch nicht.
Das könnte sie ausrüsten, dann würde sie nochmal Bonussachen bekommen. Oder das Kapitän mit Kragen. Warte mal, haben wir das von Vasco verkauft? Ne, der hat das noch an. Ja, da kann ich aber nichts für. Ich muss ja meine Leute mal ausrüsten, ne? Geht ja nicht anders. Muss ich ja auch machen. 82 und 52. 87, 53. Ich habe gesagt 82 und 52, ne? Dann müsste sie das andere tragen. Was kostet uns das denn? 69. So, Hände. Ich muss ja gucken, dass die auch von den Rüstungswerte hochgehen. Willenskraft 2. Das kann sie auch nicht tragen, weil sie die Willenskraft nicht hat. Aber da weiß ich nicht, wie das ist mit den Sachen. Ich will den anderen Umhang ganz gerne haben. So, verkaufen. Oh, den ja, kann ich nicht benutzen, weil ich die Sachen nicht habe. Den hatten wir vorher. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was welches Wappen war. Obwohl, das eine habe ich, glaube ich, doppelt drin, ne? Das habe ich doppelt drin. Dann kann ich das rausschmeißen. Schmeißen wir auch raus. Ja, guck mal, wir können auch den Helm tragen, ne? Würde auch nochmal Rüstung hochgehen. Die Gespräche müsste ich das dann aber jedes Mal ändern. Aber ich finde den Hut eigentlich bei ihr ganz gut. Das können wir nicht tragen. Ach, es wäre halt schön gewesen, wenn man da so ein was optisch anpassen könnte. Jetzt ist das Problem, ich sehe das halt nicht, ne? Blau. Ich will aber den hier nehmen. Wir verkaufen... Warte. Da habe ich wenigstens einen dunkleren Umhang. Haben wir noch einen lila alten Lappen, um das Bild abzurunden? Ja! Da weiß ich nichts von. So, jetzt sind wir hier. Dann können wir auch die ganze Stadt erkunden, dann können wir die Hauptquest weitermachen. Dann müsste Kurt's Quest auch weitergehen. Da können wir nicht hoch, okay. Und hier werde ich nicht aufgehalten, ne? Interessanterweise. Ist er? Greetings. What can I do for you? Why build an outpost here? Well, we do have to watch over the lands surrounding the city, with the bandits, the beasts, and the natives. We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Bin ich doch gerade vorbeigelaufen. Ah, okay, es gilt als Lager. Achso, da. Hast du Money Bag? Hier, hast du mein Money Bag. Hey, bist du weg vom Fenster, Kollege. Dann gleich wieder Loot hier. Pack mal dein Ding weg hier.
Da oben ist irgendeine Tür. Oder auch nicht. Ich muss in die andere Richtung laufen. Ja, kommt, dann müssen wir wahrscheinlich hier später nochmal hin. Halt! In the name of the Enlightened One, present yourself. Lady de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tirfredi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Aber auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen auf der Karte. Bin ich hier richtig? Nö. Anscheinend nicht. Renounce your gods! Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy. Welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Inquisitor? You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes and he calls us barbarians. Who are you to address me with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe
that the God of Light is the one and only God. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands. This time. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. And be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, and judged. Ja, hätten wir jetzt kein Charisma geskillt, wären wir wahrscheinlich jetzt am Arsch gewesen. Ein Hoch darauf, dass wir Charisma geskillt haben. I wish I'd been given an excuse to put this madman to the sword, but you did well. Congratulations. You are already a great diplomat. It seems to me you're being sarcastic. Me? My apologies, my lady. It wasn't my intention. Das war Sarkasmus. Young lady. Pardon me. Are you not part of the Stimmt, er kommt ja auch noch als Begleiter dazu. I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tirfredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young girl. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Den habe ich total vergessen. Muss ich den jetzt mitnehmen? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch einen bekommen werden. Das ist eine Frau. Die müssen wir aber auch irgendwie erstmal storytechnisch freispielen. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. Oh, I know no planet worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty,
that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Muss ich den mitnehmen? Ah. Oh, gibt sogar Charisma-Punkte. Ja, wir erkunden aber erstmal die Stadt, bevor wir weitermachen. Das ist mir alles so religiös hier. Ich gehe mal wieder. Den Paladin oder was das da ist, den wir jetzt bekommen haben, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, hier haben wir auch noch ein Fragezeichen. Frage? Die Tür. Welche Tür wieder nehmen müssen? Die meisten Sachen sind nämlich alle gleich aufgebaut. Müsste hier irgendwo gleich was aufploppen, dass wir da irgendwas gefunden haben. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Keller. Ja, wir gehen wieder hoch. Lass mich mal schauen. Ist das jetzt Hauptquest? Ja. Aber trotzdem erstmal hier die Gegend erkunden und dann würde ich sagen, machen wir die Hauptquest dann weiter. Damit wir dann die Sachen mit Kurt weiterbekommen. Hat er denn noch irgendwas jetzt hier? Ja. Nein. I must leave. Haben wir alles. Dann haben wir nämlich die Schnellreisepunkte alle gesammelt. So, was haben wir denn hier noch? Da oben haben wir noch ein Fragezeichen. So viele sind das gar nicht mehr, sehe ich gerade. 4 Stück noch. Wir müssen geradeaus und dann links rüber. Lagerhaus D, dann müssen wir gleich darüber noch. War sonst noch irgendwas hier? Ich jetzt nicht weiß, ob die komplette Karte jetzt erkundet worden ist oder nicht. Halt! These buildings are the property of Norts. No one is authorized to enter. Ah, okay. Das heißt, da brauchen wir da nicht hin. Ja, wir gehen wieder automatisch zurück. Müssten wir hier nicht auch irgendwo dieses Zimmer haben? Serne? Buschenker? Da unten ist noch einer mit einer Quest.
Und die Sachen alle mit, die können wir verkaufen, weil wir brauchen nachher so Gold, um unsere Ausrüstung abzugraden. Wir wechseln mal eben den Charakter. Wir nehmen das Hero mit. Haben wir da nämlich diese Quest bekommen. Jetzt müssen wir da hoch, wo wir gerade waren. Könnte auch eine Falle sein. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja, bin ich. Ich häng fest. Ich häng jetzt nicht mehr. War ich noch mal eben. Gehe ich jetzt richtig? Jetzt gehe ich richtig. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait, this is the Onol Menawi of the Lugaid Blau, the one we wanted to talk to. By the Enlightened, look at this body. These people have killed an Inquisitor, and they probably made us come here so that we too meet the same fate. I doubt it. They would have attacked us immediately. Let's see what they have to say to us. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. And we didn't think that the Onol Menawi we were told about would come with another son. Stop. This one is different, and we need their help. We were told that there was a woman different from the other Renaigse amongst the Lugaid Blau. Someone who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I'm in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Suns who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. I don't have a lot of affection for the Ordo Luminis, but I doubt this man deserved such a fate. And did our people deserve to be burned? No, of course not. That's not what I meant.
If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed them, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of captives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. What's your opinion, Petrus? This warrior isn't wrong, even though I disapprove of her methods. If we let the Ordo Luminis continue to do this, we will have the same problems with the natives as the Alliance. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Ah, so schnell sterben die nicht. Go back to town. Wo ist die West? Ach, das ist da hinten. Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt hier vorne. Ich glaube aber nicht, dass wir so einfach da reinkommen. Gogo! Hast du Torte mitgebracht? Moin! So, ich speichere mal eben. Locked. Rummaging through the secrets of the living, but the dead, on the other hand. I feel like I'm desecrating a tomb. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had. In the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. The key we found must open this chest. Let's leave. Let's go and see what it contains. It's a key. Most likely the key to a chest, with the emblem of the Ordo Luminis. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Erwischt. Oder auch nicht? Doch. Hey, you! Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? De Sardet. I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? To be truthful, my friend is only accompanying me. I am the one who was visiting this home, precisely because I was hoping to find out where Father Claudius might be. I was sent by the Cardinal Mother, of course. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you'd like us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish.
I hope I don't see you again, Father. This snake gave up too quickly. I suspect that we'll soon meet our new friend again. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Aber ich kann nicht geradeaus durchlaufen. Ne, wir könnten jetzt links rum. Und dann immer in die Richtung dann. Und dann nochmal gleich links. Ja, freust du schon auf morgen, Togo? Kannst du wieder Holz hacken gehen? Hier irgendwo müsste das doch sein mit der Tür. Oder bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Nee. Die Richtung. Eine Axt schon geschärft. Aber ich muss sagen, im zweiten Teil kriegst du die bessere Axt wesentlich schneller als im ersten, ne? Ich glaube, im ersten Teil gab es nur 2... Ne, gab es da auch 3 Äxte? Bin mir da nicht sicher. Wie viel es da gab. Ich sage, der zweite Teil ist wesentlich besser. Von dem Spiel gibt es ja auch noch einen zweiten Teil demnächst. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das ist. Also Untergeschoss. Ich weiß aber jetzt nicht hundertprozentig, ob der dieses Jahr noch kommen soll. Ich weiß, dass da einer kommen soll. Da gibt es nämlich schon einen Trailer von. Das erzählt ja die Vorgeschichte von dem, habe ich ja gestern gesagt. So, wo soll das denn jetzt hier... Bin ich hier falsch gelaufen? Ne, warte mal, das muss hier irgendwo sein. Wo die Truhe? Ach, da ist noch eine Tür. Hier wieder falsch. Ja, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also wir können dann auch morgen gucken, ob wir dann früher anfangen und dann, ob der Polar dann nachher dazu stoßt. Stößt. Oder wie auch immer. Wenn nachher mit dazukommt, wenn du Bock hast. Ach, hier oben ist auch noch ein Weg. Ja, Folterinstrumente. Aber ich bin schon wieder falsch gelaufen. Weiß ich, wann der morgen da ist. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob der morgen überhaupt da ist. Das weiß ich erst morgen. Also wenn er sich nicht meldet, gehe ich davon aus, dass er da ist. Und wenn er sich meldet, sage ich dir dann Bescheid. Ne, sonst hätten wir früher anfangen können, ein bisschen Holz hacken können, ein bisschen was bauen, vorbereiten. Dass wir dann gucken, wo wir die ganzen Sachen hinbauen. Wie blöde Truhe denn? Da ist auch noch was. Und hier vorne soll auch noch was sein. Besuche das Büro des Inquisitors. Aber was soll denn hier sein? Wir haben hier auch noch eine Tür. Ach, das Ganze ist manchmal sehr verwirrend hier. Da ist eine Truhe. Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. I hope the warriors will find a discreet way to set their comrades free. Attacking a camp of the Order could quickly turn into a slaughter for both sides. Weil Bauen und Vorräte kannst du immer gebrauchen, weil sobald wir uns einloggen, respawnen die ganzen Sachen. Das heißt, Seile, Essen, Trinken können wir morgen direkt wiederholen. Ich müsste mal gucken, ob ich das auch machen kann, dass ich dann halt Sachen baue, wie Regale, dass wir die halt auffüllen. Alles, wenn ich das weggeholt habe, Speicher neu laden, Speicher neu laden. Obwohl das auch so ein bisschen gecheatet dann wäre, wenn ihr dann reinkommt, ey, ich habe da mal massenweise Vorrat an Seile und sowas geholt. Das wäre dann auch so ein bisschen
doof, würde ich sagen. Aber Seile brauchen, ja, wir brauchen Stoff, brauchen wir vor allen Dingen, glaube ich, für die Rüstung, ne? Weil wir brauchen, wir müssen halt uns mal eine Rüstung basteln, dass wenn die angreifen, dass wir nicht so stark auf die Fresse kriegen. Bevor ich dann halt ins Wasser mit euch gehe, hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Rüstung, ehrlich gesagt. Ich traue dem blöden Hai nicht. Und wir müssen mal gucken, ob es noch einen zweiten gibt. I found some information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. And that a missionary as eminent as you has helped her, Petrus. I would never have thought it possible. The Ordo Luminis is prepared to start waging a merciless war against the natives, with the sole purpose of converting them in a secret camp which is nothing but a torture room. And you dare to show such disdain towards me? I take it as a compliment. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work. And the first step will be to eliminate those who would denounce us. The Mother Cardinal focuses too much on politics, when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, on Olmenawi. May the Enlightened protect me in this battle. Ich bin jetzt direkt auf die Plätze. Ich glaube, der Kampf ist einfach zu laut, ne? You've no magic left. Drink a potion. Brauche ich nicht, die sind schon tot. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters torturing my people. It would be best if nobody in Teleme caught wind of our involvement in this matter. Even though the actions of the Order are very questionable, we might be held responsible for these men's deaths. You're right, Father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for our Mal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bartir Tumad on Olmenawi. And thanks again. Das lief doch ganz gut. Wo ist jetzt mal Loot? Ach, verdammt. So, jetzt sprechen wir erstmal mit Konstantin, dass wir die Hauptquest mal ein bisschen weiter vorantreiben. Dass wir die Infos von Kurt bekommen. Ich weiß nämlich nicht, wann das Ganze passiert. Wohl, warte mal, haben wir schon... Ne, wir müssen das Fragezeichen noch oben holen. Wenn das nachher ein Lager ist, können wir ja von hier aus schnell reisen, aber das würde ich ganz gerne mitnehmen. Here comes our pay, boys! Ja, ich hoffe, dass die im zweiten Teil dann auch 4 Begleiter drin haben. Das mit 3 Begleitern finde ich das immer zu wenig.
Müsste eigentlich wesentlich mehr Leute haben, weil du hast immer so eine große Masse an Gegnern in den Spielen. Und wenn du höheren Schwierigkeitsgrad spielst, hast du immer so das dumpfe Gefühl, dass du einfach unterlegen bist. Here comes our pay, boys! Die sterben relativ zügig, das ist schon mal ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es ein Amulett gibt, wo wir Leben und Mana zurückbekommen. Das wäre nämlich auch eigentlich auch ganz cool. Müsste jetzt eigentlich ein Lager, wenn ich jetzt nicht dann vorbeigelaufen. Soll dann eigentlich hier ein Lagerpunkt sein im Endeffekt, ne? Ja, da ist noch mehr zu sehen. Wir haben noch gar nicht alles von der Karte aufgedeckt. Da müssen wir auch später erst hin. Dann reisen wir mal eben zurück nach Konstantin. In der Zeit gehe ich mal schnell aufs Klo. Dann machen wir dann gleich weiter. Ja, da war sie gerade so ein bisschen am Struggeln. So, wir machen mal eben die Reise da runter. Obwohl, wir können ja auch erst eben die machen. Ich komme gleich wieder.
Aber wo muss ich denn da hinreisen? Den Punkt kann ich noch nicht holen. Warte mal, habe ich irgendwo in der Nähe ein Lager oder sowas? Ne, jetzt muss ich echt da hochlaufen, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Falsch abgebogen. Ja, komplett falsch abgebogen. Let's get rid of these bags. Ja, noch mehr Loot. Das Doofe ist halt, man hat ja auch kein Pet oder sowas, ne? Also kein Reitmount. Man muss wirklich alles zu Fuß laufen die ganze Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das umstellen kann, dass man die ganze Zeit rennen kann. Ich muss jedes Mal die Taste drücken. Ja, ich habe auf einfach runtergestellt, damit wir halt schneller vorankommen. Audio, Video. Mal ein bisschen heller machen. Ich habe so das Gefühl, dass das manchmal zu dunkel ist. Falsche Richtung. Ich glaube, das könnte schon etwas zu hell sein, ne? Das ist egal. Da hinten hätte ich gar nicht hergekonnt, sehe ich gerade, weil da eine Mauer ist. Manchmal ist der Sound so leise, dann ist er wieder so laut. Ich weiß auch nicht, was es will. So, links rum. Green blood, my friend. Do you need something? Das weiß ich noch gar nicht. I must leave you. Ja, den Petrus wollte ich doch haben. Nein, den anderen. Ja. What can I do for you, my child?
What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Taleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I will see you later, Father. Take care, my child. Fliegt er mich jetzt gerade Richtung Hauptquest? Nee, das ist alles Nebenmission. Ach, verdammt, das war da oben. Da sind die am Kämpfen, ne? An. Ja, komm zu mir, komm, komm, komm. Bam. Aber 2 Punkte für. Wissenschaft brauchen wir auch nur 1 Punkt. Und dann müssen wir dann gleich in Schlösserknacken stellen, 2 Punkte. Ich muss gleich mal gucken, wann ich den nächsten Punkt bekomme. 21, das heißt, da hätten wir dann schon mal 2 Punkte, brauche ich dann auch noch 2 Punkte reinpacken. Also in 5 Leveln ungefähr bekommen wir den nächsten Punkt. Nein, Karte wollte ich haben.
So, mal gucken, ob das Teil was taugt. Im Schild. Weil das andere war jetzt ja nicht so der Burner. Welche Richtung? Muss ich da hoch? Richtung? Da muss ich... Ah, ich muss wahrscheinlich den Weg hier hoch. What are you doing here, Renaigse? Your kind are not welcome in my village. Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breathing new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregau, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. The Donea Exregau I have met were fearless, and yet you were running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Freddy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordoon. Müssen wir den auch noch informieren, aber ich glaube, das ist eine Falle. I never thought you would be able to convince Mordoon. His anger towards the Renaigse is so strong. Ja, dann nimmt man Charisma. Müssen wir noch die Sachen da oben erforschen. Wir könnten aber hier rüber reisen. Das ist quellender Fluss, ist die Kugel. Mir ist so voll darüber zu laufen. Ah, siehst du? Guck mal, wie schnell ich hier drüben bin. So, da komme ich wahrscheinlich nicht rüber oder runter. Gucken wir, ob wir in die Richtung kommen. Okay, das ist ein Schild, was wir benutzen. Ja, aber laufen aber ganz schön viele von denen rum, ne? Das Schild ist auch so, naja. Wir sollten eher die Magie voll skillen.
Hier komme ich aber nicht hoch. Das heißt, wir müssten dann doch daher. Komme ich auch nicht hoch. Okay. Auch nur ein Weg nach unten zu sein. Oder man kommt später erst dahin, dass das extra abgeblockt ist. Dann gehen wir mal da hinten rüber zu dem... Genau, wir gehen geradeaus rüber, gucken, ob wir da weiterkommen. Wen kämpfen wir denn jetzt hier? Ach, die chillen doch da drüben. Lass die doch einfach in Ruhe. Die sind doch unwichtig. Weil die Fähigkeit jetzt auch nicht aus so der Burner ist, ne? Haben wir noch einen Punkt, wo wir umskillen können? Wir haben keine Kristalle mehr. Ich komme sofort wieder. Moment. So. Oder man könnte auch so ein bisschen Richtung Nahkampfwaffe gehen, ne? Rolle wollen wir nicht machen. Schattenexplosion war jetzt auch nicht so der Burner. Weil der Sturm war bisher am besten eigentlich. Der mir gefallen hat. Okay, da haben wir hier keinen Durchgang. Vielleicht kommt man dann durch einen anderen... Oder man muss hier runterspringen. Dass es daher geht. Müssen wir ausprobieren. Ich muss mal im Speichern. Du musst ja irgendwie da hinkommen können. Und ich denke, das geht auch irgendwie. Und die Frage, wie. Ja, dann kämpft ihr mal. Ich warte, bis die fertig sind. Oder auch nicht. Was ist er? Ist er ein Boss? Ja. Oh, die dumme Sau hat mich vergiftet, was? Oh, Alter! Ja, die Magie kommt gleich wieder. Macht lieber das Schild kaputt. Die Gift ist ja richtig ekelhaft.
Also toll waren die jetzt auch nicht. Oh. Können wir damit jemanden ausrüsten? Warte mal. Ne, geht nicht. Der trägt bessere Sachen. Aber wir müssen mal so langsam wieder die Sachen leer machen. So, wir müssen da irgendwo hoch. Protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Das sind alles Sachen, die wir verkaufen können. So, wir müssen weiter geradeaus. Hier oben müsste irgendwo ein Weg reingehen, dass wir da... Oh, hier oben ist ein Lager. Wo wir hier zwischen können. 3 von 5. Da gibt es da keinen Weg. Protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! May the enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Ich wollte sagen, wird das hier noch was? Ich möchte mal im Bluten hier. Einer fehlt sogar noch. Dann haben wir die ganzen Schnellreisepunkte nachher freigeschaltet.
Aber ich glaube, hier kommen wir auch nicht hoch. Also müsste ich von hier hochkommen. Da kommen wir da. Ach ne, warte mal, hier haben wir auch noch einen Weg. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Müsste hier nicht dann noch ein Lager sein? Wirklich was gebracht hat es jetzt anscheinend nicht. Da komme ich. Oder gibt es da einen Weg hier rüber? Müsste ja im Endeffekt, ne? May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. Aber weißt du was, wir machen jetzt die Quest weiter, bevor ich jetzt hier alles absuche. Ich will auch die Quest weitermachen. Cool, ich habe wieder was entdeckt. Komm ich aber auch noch nicht hin. Gehört keiner was von denen? Können wir, warte mal, doch, warte mal, gehört irgendwas? Nein. Können wir ja direkt weitergehen. Mordraschy is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency.
I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. We should consider departing for Lanristel and see what's happening there. And if we want to see this encounter, we should leave now. 6 Stunden. Okay. Wo ist das? Ach, da oben. Das ist ja jetzt nicht so weit. Gehen wir doch davon aus, dass das eine Falle ist. You regret confronting us. These are nice. Attack me in a sanctuary. Mordraschy is being attacked. Let's go and rescue her. May the shadow engulf our enemies. These are nice. Your magic is running out. You are going to pay for your arrogance, Renaig's. Adloredar, thank you for coming. You saved me. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordraschy. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, on Almanawi. And do not let yourself be betrayed again. Ich hab doch gesagt, das ist 100%ig eine Falle. Muss ich nur gucken, wo der eine Punkt war. Jetzt kann man das ja auch springen, wo nicht hingeht. Warte mal, war das nicht hier vorne sogar der Punkt? May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies.
Ne, was bei denen habe ich schon, ne? War das nicht die Ecke? Traitor. This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordoon was a Denea Exragao. He would have never accepted an agreement with the Renaigse. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karans of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Nothing. I must go. Das hat er mit Absicht getan, okay. Oh, wir sind schon Stufe 18. What? So, jetzt müssen wir mit Konstantin sprechen. Na, dann haben wir den auch komplett. Ist die Frage, was geben wir denn als nächstes, ne? Also das war jetzt nicht so... Das Nonplusultra fand ich. Das Schild, naja. Noch Gleichgewicht. Mit den Eliten entstanden durch Angriffe, erzeugt einen Zorn leicht, okay. Erhöht auch die Elementar- und Magieresistenz, das wäre auch nicht verkehrt. Pigmenttal bietet einen Effekt auch auf Verbündete. Ja, also das könnte man auch mit reinnehmen. Einhandwaffen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Das ist ja jetzt nicht ganz so interessant. Da haben wir denn noch irgendwas an Nebenmissionen, die jetzt irgendwie wichtig sind. Da haben wir keine Punkte mehr, ne? Nein. Vasco ist freundlich, Kurt. Petrus ist noch verdächtig, ja. Da sind wir noch verdächtig. Aber ich glaube, man kann gar nicht alle auf Maximum bekommen, ne? Nicht, dass das funktioniert. So, Nebenmission, Kurt. Die Sachen machen wir gerade nebenbei. Die Mission, die will ich jetzt außen vor lassen, weil da müsste ich googeln, wo das ist. Wenn wir das irgendwie durch Zufall finden, ist das eine andere Geschichte, aber die würde ich außen vor lassen. So, Reisen. Wenn wir die anderen Sachen finden, ja, dann nehmen wir sie natürlich mit, ne? Wir können ja mal hingehen und schlafen, oder kann man nicht schlafen? Oder? Kann ich hier nicht pennen? Das nicht in dem Spiel? Also geht das generell nicht hier in dem Lager? Karans, do you need something? Ist noch irgendwas? Nein. I must leave you. Okay, dann gehen wir weiter. Wir könnten mal gucken, was haben wir hier noch an Sachen? Nimm die mal mit, solange ich jetzt bin ich überladen, ne? Das ist egal. Nehmen die Sachen mal mit, gucken wir da mal eben durch, was wir da ausrüsten können. Was wir nicht brauchen. Oh, guck mal, Willenskraft 4. Boah, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. Gardenumhang. Mentalfalle. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir irgendwas ausrüsten können. Warte, nein, falscher Charakter. Erstmal unser Charakter. Schutzring. Also eine Zweiwaffe zu skillen wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? 127. Ach, das ist der Priesterring, das ist egal. Okay, die kann
Da nichts mehr tragen. Schusswaffe haben wir nicht ausgerüstet, können wir so nicht tragen. Stiefel brauchen wir gar nicht gucken. Handschuhe. Gleichgewicht geht hoch, aber Rüstung geht runter. Passt aber auch nicht zum Set. Da müssen wir natürlich auch gucken, ne, dass das zum Set passt. Nein, das ist nicht ganz so wichtig. Haben wir hier Giftresistenz? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das würde ganz gut zu ihr passen. Aber kann ich nicht tragen, weil brauche ich 2 Ausdauer für. Major Kragengewand. Ich glaube, wir haben da auch nichts, was wir der geben können aktuell, ne? Kette wäre natürlich schön, das wäre natürlich optimal. Banditenhut. Bleiben wir bei dem, was wir haben. So, bei dir. Waffe. Aber er hat da schon eine gute Waffe mit dabei, ne? Wenn wir da so gucken. Das Waffe hat er relativ gut dabei. Da ist auch nichts dabei. Handschuhe. Die könnte er tragen. Weil ich hatte jetzt nicht vor, ihn noch weiter mitzunehmen erstmal. Deswegen sparen wir uns das. So, aber ihn können wir zumindest mal reingucken. Was hat Kurt denn noch so? 106. Da ist auch nichts dabei. Er müsste doch 2 Handwaffen tragen können. Eine Handwaffe brauchen wir nicht. Hände. Er könnte die zum Beispiel tragen. Das wäre bei ihm ganz passend. Er hat mich noch so schlechte Ausrüstung. Was ist mit ihr? Was passt doch bei ihr schon mal ziemlich, ist schon mal wesentlich besser. Was hat sie denn für eine Waffe? Eine Nahkampfwaffe. Habe ich auch noch nichts anderes? Kann ich auch nicht gucken. Den Rest kann ich einfach verticken, ne? Die können wir nicht gebrauchen. Verkaufen wir die gleich. Doch hier irgendwo einen Händler haben. Ja, da vorne ist einer. Ja, ich trage zu viel und kann nicht sprinten. Kann ich die Sachen ja auch verkaufen. Your Excellency, I hope that your cousin, our new governor, likes it here. Ich wollte aber nur die Kiste plündern, nicht mit dir reden. Wo ist der Händler? Du bist doch auch ein Händler, ne? Ah, der ist kein Händler. Oh. Welcome. Have you seen anything to your... So, das kann weg. Das muss ich hier noch gucken. Das kann alles weg. Weiß ich nicht, welches Symbol das hatte. Kann eigentlich auch weg. Brauche aber das eine noch mit dem Schlösserknacken. Den muss ich auf jeden Fall behalten. Wo stellt er sich jetzt neben uns? Carabin behalten wir auf jeden Fall. Können wir eigentlich auch verkaufen. Die eigentlich auch. Bischofgewand brauche ich eigentlich auch nicht. Kann ich eigentlich auch verkaufen. Schlösserknacken, und das brauchen wir, wenn wir für die Nauten irgendwas machen. Der Rest kann auch weg. So können alle weg. So, was hat er im Angebot? Ja, für den Ring brauche ich Kraft 3, ne? Dann kriegen wir auch einen neuen Ring. Ansonsten können wir da momentan nichts machen. Da brauche ich Ausdauer 2. Das ist bei uns auch nicht so wichtig, weil Ausdauer ist für unseren Charakter nicht ganz so wichtig. Kampfhandschuhe Inquisition, der ist auch nicht so.
Das wäre was für uns. Alte Kampfhandschuhe. Ich will nochmal 2 Rüstungspunkte geben. Giftresistenz geht runter, aber Elementarresistenz geht hoch. Was haben wir sonst so? Schuhe? Können wir nehmen. Halskette habe ich leider nichts dabei. Umhänge. Oh, wir haben die anderen Umhänge freigeschaltet. Eine Brückenallianz. Garretten-Umhang. Da bleibe ich aber bei dem, den ich habe. Schlaftränke. Ja, nehmen wir mal mit, falls wir die brauchen. Safen. So, verkauft. Und dann können wir die 1 Uhr direkt... Ne, die können wir eigentlich... Warte, die können wir doch eigentlich... weitergeben dann. Hier, die kann sie nicht tragen. So. Come closer, good people. The cure and wine from the continent. My fair cousin! Come closer and tell me what brings you... I have been to the neighboring cities, as you asked of me. Tell me then. Was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Taleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Taleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. So, wo ist Kurt? Kurt! Ist er.
Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Raynor. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Das Forscherlager müssen wir, glaube ich, als nächstes machen, damit wir den letzten Begleiter bekommen. Und ganz ehrlich, das den ganzen Tag schrubben, ne? Boah, also ich hätte die Schnauze voll. Da wirst du ja bekloppt, ey. So, wo muss ich denn da hin? Wir müssen eine Schnellreise nutzen. Wo haben wir denn hier eine? Wir könnten da runter. Achso, ne, das ist das wegen der Quest, ne? Genau, unter Phantom machen wir jetzt erstmal. Die anderen Sachen sind nicht ganz so wichtig. Machen wir erstmal unser Phantom. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Ich wollte auch eine Schnellreise machen. Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. It is a very good idea. But alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. I will see you later, Father. Wir machen das erst mit Kurt. Take care, my child. Ist da oben? Da waren wir noch gar nicht. Rechts um Ecke haben wir auch noch was. Muss ich da runterspringen dann? Oder ist das ein Lager? Ah, okay, es ist ein Lager. Perfekt. Dann haben wir einen Ort zum Schnellreisen. Warum rennt die jetzt drauf zu?
I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other. We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaiusrad. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. This is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable that these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind?
I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolf in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is the governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rainer, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry, haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Wie komme ich jetzt da runter? Da hinten. Überall ist dieser Typ mit der weißen Farbe gewesen, ne? Oder irgendein anderer Maler. Soldier! Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Rainer sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Rainer. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First-class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, madam. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often?
No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. These kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. I heard the recruit Rainer trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Rainer fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Ja, so ist das immer, ne? Das gefällt den Leuten im Endeffekt nicht. Aber ich weiß ja schon, was das ist. Wenn man diese Questreihe nämlich nicht macht, hat man nachher eine andere Zwischensequenz. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. You look exhausted. Is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the Shadow. What is that? Your motto? Our squadron's, Captain. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Rainer. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rainer left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. So, wo ist denn unser Wilhelm? Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed,
Others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? What's really going on here? We know that Raina didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. As for Raina, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Raina's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise I'll soon be as dead as Raina. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really. That was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Und wo muss ich denn jetzt hin? Das war einfach um die Ecke. Speichern. Kurt, Wilhelm has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Raina wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Finde heraus, was im Keller versteckt ist. Okay. Speichern wir mal eben. Ich meine, hier kann man auch ein paar Sachen falsch machen. Strange. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine andere Option. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement.
Warum das laggt, das kann verschiedene Ursachen haben. Grafikeinstellungen, PC nicht gut genug, Arbeitsspeicher zu wenig, Grafikkarte, Festplatte nicht schnell genug. Es kommt darauf an, wie weit du bist. Mach mal im Steam die FPS-Anzeige an und guck, wie viel FPS du hast. Und guck mal, wie weit du... Habe ich jetzt Schwesterknacken schon einmal geskillt? Nee, ne? Wie viel hast du denn ausgebaut? Welches Level hast du? Wie weit hast du ausgebaut? Weil ich habe auch ein paar Lags zwischendurch. Wenn ich jetzt die ganzen Kunden drin habe und ins Lager renne, dann habe ich auch Lags zwischendurch im Spiel. Das ist normal. Solange es jetzt nicht anfängt zu stottern, richtig zu ruckeln, ist das nicht allzu wild, sage ich jetzt mal. Aber wenn du das permanent hast, dann ist das nicht ganz so gut. Man könnte es eventuell an dem System liegen. In einem PC halt nicht, deswegen kann ich das nicht genau sagen. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems, including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinder was right. Die ganze Zeit, dann stell mal die Grafik runter. Schau, ob das immer noch ist. Und wenn das immer noch ist, dann musst du mal gucken, was du für ein System hast. Ich kenne dein System nicht. Kann auch sein, dass deine Festplatte zu langsam ist oder dass sie vielleicht zu alt ist. Dass der mit dem Laden nicht hinterherkommt. Ich kenne CPU, Grafikkarte weiß ich bei dir nicht. Arbeitsspeicher kenne ich bei dir auch nicht. Also ich weiß nicht, wie dein System aufgebaut ist. Weil, wenn du die Systemanforderungen von dem Spiel nicht erfüllen kannst, dann geht das natürlich dann auch nicht. Komme ich da nicht mehr raus. Weil ich muss jetzt erstmal hinten auf den Hof. Ich mich jetzt erstmal wieder hier raus. Weil ich habe nämlich auch so ein paar Lags und Ruckler zwischendurch. Jetzt komme ich nicht mehr raus. So, dann erstmal ins Untergeschoss. Weil was manchmal helfen kann, ist halt die Grafik runterzustellen. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear, blood, death. These people have turned this place into a site of suffering. It will take years of work to erase its traces. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Rainer shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Weiß ich nicht, muss mal speichern. Ich will nämlich den kurzen rennen. Wenn ich jetzt hier rausgehe. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. You surprise me once again, Kurt. You're full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. Dann weiß ich jetzt nicht, wo der ist, ne? Muss man kurz gucken. Vollfest. Okay, William ist da hinten, den müssen wir dann retten. Also wie gesagt, es kann halt auch mit deinem System zusammenhängen. Ich weiß nicht, was du für eins hast, deswegen das kann auch daran liegen. Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. He's getting destroyed. They'll kill him. We can't let them get away with it. Ich kann nicht runterspringen jetzt. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Rainer. Soldiers! Do you realize what you're doing?
Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. To arms! Do you know what happens to those who die in this regiment? Their bodies are thrown out like those of rabid animals. If you die here, you'll die without glory. Nobody will ever know what happened to you. I doubt that's what they promised you when you joined the Guard. No. No, of course not. A good soldier doesn't fight for glory. He fights to be the best. Really? Then the Guard really has changed. Did you recruits leave your families to end up lynched and thrown into a ditch? No. You're right, Captain. We never should have ended up here. Traitors! Cowards! Deserters! Close to it. Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that, at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Weiß ich noch nicht, wie komme ich denn jetzt da runter? Soll ich mich da durchschleichen? It's blocked. Das ist die Tür, wo wir gerade rausgegangen sind, ne? Genau. Das heißt, ich müsste irgendwie an denen vorbeikommen. Ohne dass der mich sieht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Nebeltrank ihm was bringt. Der hat uns nicht gesehen. Das ist schon mal ganz gut. Also wenn, dann müssen wir, glaube ich, die großen kaufen. Müssen wir gucken, ob wir da noch welche bekommen. Jetzt sollten wir mal die großen kaufen. Mal im Forst helfen. Rolf, you bastard, how could you be part of this disgrace? You know that this is how the best soldiers are made. Soldiers, grab your weapons! Death to the traitors! Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor?
I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We're doing our best to avoid a fight, to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Was? Ich habe nur 75 Charisma. Willst du mich verarschen? Willst du doch einen Charisma-Punkt reinpacken? All this bullying and humiliation is only intended to turn you into weapons, not soldiers. And when a weapon is no longer needed, its owner throws it away rather than risk injury. That's why Raina was disposed of. Being a soldier doesn't mean being a puppet. Put your weapons down. They're right, mates. I don't want to end up in the harbor. What do you think, soldier? You think we can trust them? It's over, Lieutenant. These recruits won't do your dirty work for you anymore. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. Greenblood, my friend. Do you need something? I must leave you. Ja, wollte gerade sagen, war es das jetzt? Müsste jetzt nicht noch was kommen? Achso, jetzt kommt das Will you erst. be all right, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the Guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the Guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go see her immediately. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp, where elite soldiers are trained through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know.
I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Was? Ja, wenn man das nämlich nicht macht, dann hat man im Endeffekt ein anderes Ende, würde ich jetzt nicht sagen. Eine andere Zwischensequenz später in der Hauptquest. So, nochmal speichern. Jetzt mal noch gucken, ob wir nochmal mit ihm reden müssen. Greenblood, my friend. Do you need something? Rolf appeared to know you well. What was he to you? A friend? A rival? A little bit of both. I wouldn't have willingly chosen him to be my comrade. And yet he was. And he was always picking at me to make sure that he was the best, the strongest, and the most appreciated. I suppose we all have someone like this in our past. Did you not experience that with Constantine? Constantine was never easygoing, but we were friends more often than we were rivals. I know he could be awful towards other children, but he always had a liking for me. You were, and I think you still are, his only friend. The court has not been kind to him. It's true. Did you know that his father told him one day that he would never climb up the ladder if he did not start behaving in a noble way? Constantine took it a bit too literally and decided to climb up the city walls. Yes, I wasn't with you then, but I was told about it. That was the first time you saved his life. You were very brave that day. And if memory serves, thanks to you, he wasn't even punished. You really are the friend everyone dreams of having. Anything else? Sieglinder appears to know you well, and to have a lot of respect for you. We fought together. That brings people closer, you know that. But I can assure you that's all there is to it. Actually, up until now, I've fought by your side more often than I have hers. Yet you still managed to surprise me. I certainly hope so. Just as you surprise me often. Finding pleasure in discovering new aspects of one another's personality is half the fun of a relationship, isn't it? Anything else? I must leave you. Gut, ich speichere mal eben. Machen wir kurz eine Pause und mir gleich wieder.
Da ist das Tugolinchen ja wieder. Ich mache euch mal wieder den Bildschirm an hier. Aber Essen machen, ja, ich musste mal eben ganz dringend aufs Klo. Ich habe mir mal so einen Kackhocker mal gekauft und ich finde das Ding gar nicht so schlecht. Also es ist schon etwas angenehmer beim Geschäft. Ja, sage ich mal. Was hast du noch vor, Togo? So, jetzt will ich erstmal gucken. Wann nachher? Und was willst du streamen? Zwischen gleich und später ist kein Unterschied. Zwischen gleich und später ist halt, ja, beides, gleich und später. Wie ist geil, also hätte ich gesagt, lass uns eine Runde Forest 2 spielen, ein bisschen bauen. Und so. What can I do for you? I've explored many ruins on this island. Ruins that, after careful scrutiny, were built by the congregation. In one of them, we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions. Questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. The bishop that accompanies you on occasion could without a doubt tell you more. I won't hesitate to speak to him about it. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Karans, do you need something? I must leave you. See you later. Have you considered my proposition? Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Mateus. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Aber was brauche ich denn dann für einen Anzug?
This valley is vast. We should get to a vantage point if we want to find this expedition. So. Wo muss ich denn jetzt dafür hin? Muss ich dafür wieder woanders hinreisen? Ja. Und wundert es mich, dass die anderen noch keine Quest haben. Greenblood, my friend. Do you need something? Haben wir das schon gehabt? Yes, a prostitute. She may be the... As soon as I can... Anything else? What is... What? You have to be... Always... Anything else? Ja, okay, dann haben wir schon alles I gemacht. must leave you. Ich hätte es gedacht, da kämen noch mehr. Muss ich gleich mal gucken, als was wir uns verkleiden müssen. Obergeschoss, ich speichere mal eben. Habe ich irgendwas, was Richtung... in die Richtung gehen könnte? Ich weiß ja nicht, welche Sachen wir brauchen. Ja, kleidungstechnisch habe ich da gar nichts. Aber sie hat eine neue Mission, sehe ich gerade. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Is that so? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try to retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Okay, ja, das machen wir später, aber die Frage ist jetzt, kann ich einfach in die Räume rein? May the Enlightened always keep you in his divine blessing.
Ja, ich muss mal kurz gucken, was die Hasen machen. Bin sofort wieder da. So, wo komme ich jetzt dahin mit den Klamotten? Ich habe die Klamotten noch gar nicht. Guten Morgen, ausgeschlafen? Togo, die sieht das dann nicht. Es geht so. So, wo muss ich jetzt hin?
oben gehen. Nach unten. Ich müsste jetzt irgendwo mal gucken, dass ich da irgendwo diese Info bekomme, als was ich mich da verkleiden muss. Weil wenn du die passenden Wappen hast, dann kannst du überall reingehen im Endeffekt. This area of the palace is forbidden to visitors. We did not know. The basements are for servants only. Very well. Ja, die Gruppe als bequeme West. Bequeme West. Muss ich gucken, wo ich das herkriege. Geht's nicht durch. Muss mal gucken beim Händler, ob ich da was finde. Dass ich die Gruppe als bequeme West verkleiden kann. Müsste ich ja irgendwo kaufen können in dem Fall, ne? Ah, Händler wird auch angezeigt. Nice. Wie lange hast du denn jetzt geschlafen? Come closer. Don't hesitate. Welcome to the bed. Guck mal, Inquisitorenhut. Ja, Rüstung und Magie würde ich hier bekommen. Dicker Helm. Arztmaske. Wir brauchen aber... Kann ich nicht tragen. Das kann ich auch nicht tragen. Ich habe die Ausdauer nicht dafür. Arztgewand. Wem West war das da? Wer hat er denn davon? So. Müssen wir mal gucken. Stiefel kann ich auch nicht tragen, habe ich zu wenig Ausdauer für. Aber Alter, was sind das für Stiefel? Visitorenhalskette. Oh, 20 Magie-Regeneration. Magie-Explosionsschild plus 60. Aber ich habe hier bei denen auch 20. Oh ne, warte mal, ich habe 15, glaube ich, ne? Was habe ich denn momentan? Ich kann den Umhang nicht sehen. Goodbye. So, pass auf. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Fällt auch nicht auf, ne? Ich habe 2 Stunden. Wie war das mit dem Powernapping? Maximal 25 Minuten, nicht 2 Stunden. Aber okay. Kann man auch machen. Gini macht Powernapping 2 Stunden. Ein Schlaf muss sein. Schlaf ist wichtig. Wenn du müde bist, dann musst du auch schlafen. Weil wenn man sich sowas antrainieren kann, ist das schon ein Vorteil, ne? 20 Minuten die Augen zumachst, dass du dich dann wieder fit fühlst, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das muss dann auch jeden Tag machen. Ah, wenn es nicht mehr ist, dann geht's ja noch. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. It seems that someone forgot their earring. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. Ja, sagt uns auch nicht alles. Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol.
And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Thélème, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Hier müsste noch mehr sein. Locked. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Haben wir denn jetzt alles hier dran gefunden? Ja. Und es fällt auch nicht auf, dass sie halt hier rumrennt, nur weil sie was anderes anhat, ne? Wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mich wieder umziehen hier. Ach, das können wir tragen. Alte Kriegsrüstung. Das geht. Hier haben wir ja Rüstung. Mal gucken, ob wir da irgendwas anderes finden können, was besser zu ihr passt. Hier auch seine Sachen wieder. Achso, ne, den Handschuh da an. Mal beim Händler gucken. Achso, warte mal, den Ring. Hatte ich den jetzt gekauft? Ich glaube schon fast nicht, ne? Ne, die Halskette war das. Doch, 20 Magie habe ich. Durch 15, 20 pro Sekunde. Mal gucken, ob wir irgendwas Besseres finden, was zu ihr passt. Gucken, dass wir gleich die Hauptquest weitermachen, dass da noch ein paar Sachen zukommen. Come closer. Don't hesitate. Don't hesitate to have a rub. Also zum Kämpfen wäre der Hut eigentlich nicht schlecht, ne? Nahkampfwaffe wollte ich bei dir doch gar nicht. Ich wollte bei dir gucken, hier. Ja, der Helm würde nochmal Rüstung geben. Oh, hier kriegt er richtig fett Punkte mit, ne? 114, 116, 108. Hat er den jetzt angezogen? Ich hoffe. Mir gar kein Geld mehr, die anderen Sachen zu kaufen, ne?
Habe ich jetzt die Rüstung nicht? Ich habe jetzt den Kürass an. Nee, habe ich nicht. Könnten wir aber rein theoretisch gesehen auch anziehen. Ich aber ehrlich gesagt gar nicht, weil der gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Nee, ich wollte für Kurt eigentlich noch gucken, ob wir da noch was bekommen. Ein Helm, wie viel brauchen wir? 172 haben wir nicht zusammen. Goodbye. May the enlightened always keep Ja, du mich auch. divine blessing. Haben wir alles soweit ausgerüstet. So, wir müssen jetzt hin hier. Haben wir hier? Ich muss anscheinend doch nochmal einen Charisma-Punkt verteilen, weil ich nicht immer... Oh nee, brauche ich gar nicht. Ich bekomme durch die Begleiter, bekomme ich dann ja auch nochmal Punkte. Die Frage ist gerade, warte, lass mich schauen, habe ich jetzt... Freundschaftsbonus Handwerk. Ah, da kriege ich Charisma durch, okay. Heißt, ich habe jetzt nur Petrus noch nicht. Vasco und Kurt habe ich auf jeden Fall hoch. Aber wie kriegt man die in die Beziehung? Ich glaube, das ist etwas mühselig. Fällt ja auch nur nicht auf, dass die mich gleich angreifen wollen. Auch nicht. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I have been sent by the Mother Cardinal. She needs money. You know why. That's unusual. She usually comes in person. Oh, well, business is business after all. What do you want? She has sent me to find out if she still owes money. And to make a little withdrawal. No debts to settle. Everything is in order, as always. How much does she need? Same as last time? Yes, that would be perfect. Excellent. Let her know that the usual conditions apply. Do you think that will be all right for Candy Cane? What do you mean for candy cane? Good Lord, are you crazy or something? I don't want to know what my clients get up to with their money. I apologize. I'm not used to all this. I thought that... You think too much. Go and see him, sort your business out, and come back to see me when you know how much she needs. Very well. Thank you very much. Meinst du, Togo? Muss man meinen Teebeutel rausnehmen. Und meinen Tee mit Honig versüßen. Also sich keiner traut anzureißen. Ach so. Das hätte fast funktioniert. Ja. Aber du hast da keinen Einfluss drauf auf die Sachen, ne? Das ist halt das Problem. Und ist der Ton wieder so leise? In dem Spiel gibt es immer nur zu lauten Ton oder zu leisen Ton. Was anderes gibt es nicht. Falsch rumgelaufen. Und ich habe 2 Ritter bei mir, da traut sich das oder so keiner. Can I get you anything? I'm here for something else.
Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? You sometimes deliver goods to your big clients. Isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Do you think that the Mother Cardinal may have been here? Are you drunk or something? What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. I have to go. I will leave you to your work. Can I get you anything? Was sonst Look irgendwas? who it is. I feel that once... I have to go. I will leave you to your work. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do. Others have less luck. But they do get the thrill either way, you see. And that's all that counts. Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of... organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. I must be going. Next time, then. Können wir denn in die Arena gehen? Ready to excite the crowd? Die haben wir schon fertig, deswegen I need to get going. schenken wir uns das Ganze. Das haben wir alles schon gemacht. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie eine Extra-Taverne. So, wo muss ich denn da hin? Was ist hier? Stimmt, die habe ich gar nicht gefunden, ne? Hier unten. Wo sind die denn? Warte mal, müssten die nicht auch hier unten sein?
for the eyes. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned, which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. Well, listen. Come in, but please be discreet. Thank you for your cooperation. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we are here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Muss gleich mal eben bei Kurt gucken, hat er die falsche Ausrüstung an? What do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No. Do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name? No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that an important person from Thélème could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important, then. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know.
Wir haben jetzt... Buchmacher müssen wir noch befragen. Wir könnten aber versuchen, das Fragezeichen mitzunehmen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das oben oder unten ist. Okay, jetzt ist das Fragezeichen weg. Strange. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desardet, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? That will be all, Quartermaster. Thank you. Da gehe ich wieder raus. Ja, dann gehen wir wieder raus. Ich sage, die Karte ist echt unübersichtlich manchmal. Das kann einen sehr verwirren in dem Fall. Wo habe ich denn den anderen? Ein Buchmacher? Wo ist der Buchmacher? Untergeschoss. Aber den habe ich doch gefragt. Good day. Welcome. You here to wait? Ne, die haben wir schon gefragt. Next time. Ja, können wir mal gucken, ob wir den Gastgeber sprechen können, aber ich glaube nicht. Can I get you any? Look who it is. I am looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. So, und jetzt? Super, der Quest gerade nicht mehr durch. Weil der Buchmacher will doch nicht mit uns reden. Warum soll ich den befragen, wenn er nicht mit uns reden will? Good day. Welcome. You here to wait? I am looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in, especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. I must be going. Next time, then. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain candy cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he is just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Wir machen gerade eine Nebenmission, wo wir etwas über die, eben ein Ranghohes rausfinden müssen. Damit wir dann unseren Vetter, oder Cousin, wie sie immer so schön sagen, schützen können, beziehungsweise helfen können, wenn er sich mit der unterhält. Es geht halt darum, die Politik ist ja eine Sache, aber du musst halt auch deren Sprache verstehen, sowas in der Art im Endeffekt. Eine Zuckerstange befragt ihn, das heißt, ich muss hier vorne rum.
Quasi, damit du etwas von dem anderen in der Hand hast, um ihn quasi, ja, wie soll ich sagen, zu bestechen vielleicht oder halt zu sagen, na, guck mal hier, pass auf, wir machen das so und so, ne, wir könnten ja mal gucken. Geht doch mal da weg. Okay, hier ist es nicht. Also quasi, um die Leute zu bestechen. Oder unter Druck zu setzen, kann man natürlich auch sagen. Wie komme ich denn jetzt darüber? Und dann machen wir gerade diese Nebenmission. Und wenn ich diese Nebenmission mache, oder die Begleitermission mache, wenn ich jetzt hier gucke, durch Kurt haben wir jetzt das Handwerk, haben wir einen Handwerk-Bonus bekommen. Und durch den Petrus bekommen wir einen Charisma-Bonus. Das heißt, ich brauche kein Charisma mehr skillen. Und Petrus ist der einzige, der noch verdächtig ist. Die anderen habe ich soweit auf freundlich. Aber ich kann noch nicht die Romanze beginnen. Und das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on. It was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. So, sprich mit Petrus. Können wir noch irgendwas looten hier? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die uns bekämpfen. Die Quest denn jetzt fertig? Sprich mit Vater. Achso, Ärger in Eden. Ja, ja, das machen wir gleich. Oh, das können wir auch jetzt machen. Der ist ja gerade hier. Wo ist er? My dear child, what can I do for you? I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Ptolemy, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Ptolemy lands, and of course seek out the Bishop Domitius. I will see you later, Father. Take care, my child. Ich will mal gucken, wo ich jetzt genau hin muss. Wir können eigentlich links runter und dann zu dem Kommandant.
Ja, die Karte ist halt recht unübersichtlich, ne? Falsch gelaufen? Irgendwie vorbeigelaufen? Wo ist das Ding denn hier? Ist der jetzt echt dran vorbeigelaufen? Ja. Speichern mal eben vor. Warte mal, wir können auch mal eben... Da ich jetzt nicht weiß, ob das ein anderes Gebiet ist. Auch mal die Ausrüstung abändern. Sicherheitshalber. Ach ne, er steht hier. Hello, milady. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Thélème. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then 2 of my men up and disappeared. And I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Thanks. I've got everything I need. It would appear that the Ordo Luminous has been up to mischief again. Their foolish zealousness has been causing us a lot of problems. If we let them, they'd burn the entire world and leave it to the enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Aber ich habe hier doch noch mehr Sachen, sehe ich gerade. Was habe ich denn hier noch? Achso, da können wir wieder zurücklaufen. Da habe ich auf jeden Fall ein Fragezeichen. Normalerweise dürfte jetzt nichts passieren. So, geht jetzt nicht, weil er uns gesehen hat, alles klar. Falls wir da durch müssen. Aber wo soll ich denn hier was suchen? Ich soll da runter. Good day. I am looking for several sailors. Some naughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Naughts are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the port. Nein, aber man kann die Leute ja befragen. Ich habe ja noch irgendwo hier einen. Good day. I'm looking for 2 men, naughts that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor. A nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... You can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what.
If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that's where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Also wieder zurück zu Schenke. We're approaching the tavern. If we're discreet, we should be able to eavesdrop on a conversation. When are we going to act? Our men are twiddling their thumbs, and that's bad for their morale. Let's not even speak about the guards at the prison. Who likes having clandestine prisoners in their jails? You are impatient. We haven't been able to get out of them what we need to hear, but it won't be long. Then we can act and launch the grand purification of the Naughts. While waiting, keep your men on a leash, especially those in the jails. If the Mother Cardinal learns that you are detaining Naughts in a cell in your barracks... We'll be in muddy waters, but then you will too. No need to remind me. They're gone. May the Enlightened forgive them for their foolishness. We must set these Naughts free from the Coin's jails as soon as possible. This could cause a major diplomatic incident if it came to light. As for this purification, I'm afraid we'll have to act fast, my child. Die Frage ist, komme ich da einfach so rein? Wo sind die Gefängnisse denn hier? Die müssten, glaube ich, hier unten sein, ne? Falsches Zimmer. Halt! You have no authority to go any further. Do not forget that there is only one song that can make us change our minds, Greenblood. Played with golden notes. You said it. Or songs of steel. They also open doors. And if I gave you this so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all.
I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification, before they can execute their plan. We should go and see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. Müssen wir erst mal gucken, wo wir hin müssen. Falsche Tür? Get rid of these money bags. To my help! And death to the others! Let's see May the shadow engulf our enemies! Das ist gut, ich brauche eh Geld. Come closer. Don't hesitate. All of our... Don't hesitate to have a rub. Ach, die Umhänge geben sogar Rüstung, sehe ich gerade. Wie, du verlässt mich? Was fällt dir eigentlich ein? Du bist VIP, du musst hier bleiben. Ich dachte, du stehst nicht auf Frauen. Aber ich mache mal eine Ausnahme, weil du es bist. Und heute mein Geburtstag ist und du mir so ein tolles Geschenk gemacht hast, lass ich dich ziehen. Wie, du kommst nicht wieder. Ich weiß, wo du wohnst. Nein, alles gut, mach du mal. Kannst du ja mitkommen? Er geht nicht. Ich muss hier leider weitermachen. Ich muss gleich aber erstmal aufs Klo. Ja, ist die Frage, hole ich den jetzt oder sparen wir? Ja, das stimmt. Ich weiß noch nicht, wo du wohnst. Dann schickst du mir deine Adresse, dass wir dich besuchen können. Ich habe ja nochmal bald Urlaub. Brauchen 4, brauchen wir für den Ring. Hat der auch Alchemie-Tränke, also Tränke? So, Nebeltrank. Wie viel kostet mich das? 300. Alter. Sichtbarkeit 20%. Wie viel haben denn die anderen? Magiertrank plus 500, Zorntrank, Nebeltrank. Sichtbarkeit 60%. Was? Achso, das. Ah, okay. Das heißt, der große Trank, der. Ah, okay. Dann, das heißt. Ich brauche den großen Nebeltrank für den Fall, dass ich nochmal schleichen muss. Ja, kaufen wir halt den für 300. Warte, ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich für sie noch eine andere Robe bekomme. Irgendwas, was besser zu ihr passt. Captain-Weste. Wenn ich Zeit habe, komme ich gerne nach, ja. Wenn ich jetzt was Falsches sage, heißt es wieder, ne? Nein. Wenn ich Zeit habe, komme ich mal nach, ja. Fast aber 2 brauche ich hier. Aber das sieht auch nicht so schön aus. Ich will diese Metallrüstung nicht haben. Ich will halt ein vernünftiges
vernünftige Robe oder sowas haben. Aber nur wenn du Holy mitbringst. Ist aber im Obergeschoss, ne? Ja. Muss ich gleich nur eine kurze Pinkelpause machen. What do you want from me, my daughter? Lady de Sardet, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my daughter. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Hier erstmal pinkeln. Bin gleich wieder da.
Ich finde das auch voll geil, dass ihr beiden streamt. Danke, ich habe aber das Mikrofon ausgehabt, weil ich irgendwas essen wollte. Danke. Good day, Desade. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor, because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Nauts' secrets, but the documents at the Harbour Master's office may teach us something new, if we can stay discreet.
May the Enlightened bless you. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way, we'll know exactly what the Nords are hiding from us. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. And that, it looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Nothing magic or impure therein. They are nothing but measuring instruments. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here, nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I have definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the better of him. Now our priority is to discover what this great purification is.
Come closer. Don't hesitate. All of our products are a blessing from the Es gibt gerade Tomaten mit weißem Käse, nur die Tomaten sind nicht so, wie soll ich sagen, so gut. Ich glaube, momentan Tomaten zu kaufen macht keinen Sinn. Ja, weißen Käse, sowas wie, nein, nicht Dingenskäse hier, sag mal schnell. Sowas ähnliches wie Mozzarella, so als Ziegenkäse. Den weißen Käse. Aber wo soll denn das Ding denn sein hier? Ja, sowas in der Art. Ist das Feta-Käse? Keine Ahnung. Für mich ist das ein viereckiger weißer Käse. Protect me in this battle. To my health. Say your prayers. To the others. Will auch Hirtenkäse sein, ich weiß es jetzt nicht. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Was man auch gut essen kann, ist zum Beispiel Reis mit Tomaten und dem weißen Käse. Das schmeckt auch ganz gut. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. I got wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naut building and imprison every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Ja, das geht relativ einfach. Du machst einfach ganz normal Reis fertig. Dann, wenn der fertig ist, machst du weißen Käse rein.
Und Tomaten klein schneiden, also Käse und Tomaten kleiner schneiden, also nicht in dieser großen Form, sondern klein schneiden. So wie bei einem Tomatensalat. Und dann mischst du das Ganze einfach und dann hast du halt warmen Reis mit Tomaten und Käse. Und wenn die Tomaten Zimmertemperatur haben, schmeckst du das auch raus, dass das durch den Reis richtig warm wird. Und das schmeckt ganz gut. Wo ist denn jetzt meine Quest hier? Da esse ich schon mal öfters. Ach, ich muss dafür nach Neu-Serene. Machen wir erst das andere hier. Und Freundes macht das. Nein, ich habe keine Gewürze hier. Man könnte zum Beispiel Salz und Pfeffer noch reinmachen. Aber das habe ich noch nicht probiert. Ich habe früher Tomaten mit weißem Käse mit ein bisschen Pfeffer gegessen. Das war auch ganz gut. Aber so an sich habe ich jetzt halt nur drin Reis, Tomaten und Käse. Kann man bestimmt auch Salz und Pfeffer dran machen oder halt was anderes, was man da bockt, wie man das haben möchte. Also ich mache da nichts dran, ich esse das so. Ich habe auch gar keine Gewürze hier, weil ich koche ja nicht so oft. Ich mache halt immer nur so schnelle Sachen, weil das geht relativ zügig. Und wenn ich nach der Arbeit komme, nach der Nachtschicht oder Spätschicht, was heißt nach der Nachtschicht, also nach Frühschicht oder Spätschicht, dann muss das halt schnell gehen. Da habe ich keine Lust, jetzt noch großartig zu kochen. Dann mache ich halt einfach Reis an. Der braucht halt 20 Minuten, dann ist das auch fertig. Und dann bin ich damit auch durch. Die hat keine... Hat sie noch eine Quest? Nein. Wo ist denn das Dorf hier? Was ist das? Admiral von der Lage. Ach, erstmal den Admiral. Das ist halt für zwischendurch ist das immer ganz gut. Also Mozzarella esse ich halt nicht, das ist halt Aranuba immer ganz gerne. Aber wie gesagt, da muss eine vernünftige Tomaten für haben, ansonsten schmeckt das halt nicht. Und die Tomaten, die wir haben, die sind nicht so gut. Ich glaube, es ist momentan auch keine Tomatensaison oder so. I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminis. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir-Fredee was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it.
Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go see him. My child, I understand that this revelation is upsetting. I wish I had the right words to comfort you. In any case, you do not have to be ashamed of your ancestry. This island is at the very core of all our fates. Come closer, good people. Liqueur and wine. Ja, Apfel kann man auch zwischendurch essen, aber da habe ich momentan irgendwie nicht so Lust drauf. Die letzten Apfel, die ich hatte, die waren nicht so gut, deswegen kaufe ich keine mehr. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see? I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance he is in error. It might be something else. I'm going to die. No. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I am here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that cannot be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. Baby. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story. Believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother was captured from here during one of them. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not... your fair cousin. No. All the lies that we've been fed since our tender childhood. The fable told I am the spitting image of my dead father, lost during an expedition. I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort,
No matter the true story, you will always be my fair cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell... Silence! We have little time and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No, we must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where your conspirators are? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off their heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Das ist halt dieser Punkt, wo ich sagte, dass man die Hauptquest so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich brauche freundlich, um diesen Bonus zu bekommen. Ah, okay. Wenn du halt die Hauptquest durchziehst und die Nebenquest halt weglässt, dann hast du eine andere Zwischensequenz. In dem Fall ist es hier so, dass Kurt uns verrät und gegen uns kämpfen will und wir töten ihn dann. Er tötet sich selber, auf jeden Fall überlebt er das Ganze nicht. Und deswegen war es halt wichtig, halt die Nebenquest erstmal zu machen. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Mirage. We must hurry before the guard can act. Das weiß ich aber auch nur, weil ich damals bei jemandem das Let's Play geguckt habe nebenbei, wo ich damals selber gespielt habe. Deswegen habe ich es da gekauft und habe mir gedacht, machst du Alter einfach mal Hauptquest weiter. Und dann habe ich bei ihm gesehen, Alter, der verpfeift dir. Warum das denn? Und dann habe ich jetzt mitbekommen, dass man wirklich die Hauptquest verfolgen sollte. So, jetzt haben wir magietechnisch, haben wir noch nicht alles gefüllt, ne? Wir könnten die Einhand, obwohl so oft benutzen wir die ja gar nicht, ne? Aber wir skillen das Schild mal mit. Und das ist halt, deswegen sagt er, jede Entscheidung hat halt gewisse Vor- und Nachteile. Weiß ich nicht, brauche ich mentale Kraft oder nehmen wir Willenskraft? Das ist jetzt doof. Und wir nehmen mentale Kraft, damit wir den nächsten Ring nehmen können.
Ich habe damals in meinem ersten Durchlauf, habe ich halt jemand anders als Romanze genommen. Aber die Community schon entschieden hat, oder der Chat damals entschieden hat, wen wir nehmen. Muss ich mich auch dran halten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den, sag mal schnell, mit den Romanzen, ab wann die beginnen. Trinkbrüder und Trinkschwestern gibt einen. Also sie ist, also der Charakter, den du spielst, ist halt nicht verwandt mit dem Charakter, mit dem Vetter da, der da, den Konstantin. Die sind nicht verwandt. Die ist auf woanders auf der Welt gekommen. The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The Guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Was ist denn das für ein Anmachspruch? Ich Baumstimme werfe, werden alle Frauen knieweich. Was? Warum? Bin ich jetzt hier richtig? Nein, falsches Zimmer. Locked. I don't have the key. Oh, ich brauche Schlösserknacken Level 3. Ach so. Ja, nur, dass wir die einzigste Frau haben, die heißt Virginia, ne? Das heißt, die ist die einzigste Frau, die wir haben. Abgesehen von den Kannibalen, die damit rumlaufen. Lord de Costillion, the Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Let's see if you know how to use your weapon. Wir können mal eben gucken wegen den Waffen. Ah, ich habe keine Ausdauer. Sonst hätte ich die anziehen können. Die wäre ganz cool gewesen. Ich muss gerne mal gucken, ob ich noch einen Kristall habe. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welche Werte wir achten müssen, deswegen geht das ja eigentlich noch. Ja, ich häng fest.
Müssen wir da runter, ne? Ja. To my help, and death to the others! Ne, warte mal. Muss ich jetzt runter? Ja, das Obergeschoss. Ich muss wieder hoch. Was soll ich denn hier drin? Die ist gerade so ein bisschen nervtötend. Untergeschoss. Also doch zur Tür raus. Aber ich kann doch nicht durch die Tür. Wo soll ich denn daher? Wenn du mir sagst, wo der ist. Das Dienstbotenschlüssel. Ja, ich häng fest. Das ist das Untergeschoss. Gut, runter komme ich ja nur von hier aus im Endeffekt. Die Kamera ist auch manchmal so. Aber wenn die Feli noch zuguckt, kann sie ja mal kurz in den Chat schreiben. Ja, ich auch nicht. Ich habe leider die Quest nicht abgeschlossen dafür. Ich habe leider zu wenig EP geskillt. We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone who is dear to me. And the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here
obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin? Watch out for yourself. Guck mal auf YouTube in die Beschreibung. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. Da habe ich drinne stehen. Müsste aber schon ein paar Jahre alt sein. Ja, was haben wir? 20, 21, 20, 23, 24, 5 Jahre alt. Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Ja. Aber von 2019. Ich glaube, das gibt es auch für die Konsole. Ich bin mir aber nicht sicher. Das Einzige, was halt so ein bisschen störend ist, ist halt dieses Kampfsystem, ne? Das ist halt das, wo ich Probleme mit habe. Deswegen habe ich auch einen Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Weil ich will halt das Spiel einfach nur durchspielen. Und dann, guck mal, wir sind Level 19. Und die sind Totenkopf einfach. Die Tastatursteuerung ist echt katastrophal, deswegen habe ich auch Controller umgeswitcht. Aber ich wollte es jetzt auch nicht zu leicht machen, deswegen habe ich nur von normal auf leicht gestellt. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie underlevelt. Ich habe auch keine Lust mehr, die Spiele auf... Ja, wenn ich halt merke, dass ich nicht durchkomme, dann stelle ich halt runter. Weil das ist mir mittlerweile zu doof. Jetzt kann ich tragisch so viel. Ach, leck mich doch. Das ist mir dann auch so ein bisschen extra zu doof geworden. Meine ganzen Spiele, die ich noch spielen will. Wenn man merkt, ja, dass es irgendwie zu langwierig ist, dann stelle ich einfach runter demnächst. Wo habe ich meinen Rucksack? Habe ich denn irgendwo einen Händler hier, den ich... Mieter hinten. Ja, also Cyberpunk habe ich auch einmal auf Max gespielt. Das war... Ja, fand ich ganz okay. Das kommt doch halt drauf an, wie du spielst, ne? Wenn du natürlich Nahkämpfer spielst, ist es was anderes, wenn du so ein Stealthy spielst, ne? Dem das so egal ist, der dich da durchschleicht. Witcher 3 habe ich noch gar nicht gespielt. Also erst auf dem Kanal noch gar nicht gespielt. Ich müsste auch den ersten beiden Teile noch spielen. Ich warte aber drauf, dass das Remake kommt, was da kommen soll von Witcher 1. Da warte ich jetzt noch drauf. Und wenn das raus ist, dann werde ich das auch irgendwann komplett durchziehen. Ich wollte ja auch noch die Assassin's Creed Teile spielen. Da muss ich auch noch gucken, dass ich die durchkriege. You must warn the governor of Hikmet that a conspiracy is underway targeting him. It's just that I can't leave the city just yet. What are you talking about? The order comes from the governor. What more do you need? It's just that I was told if I left the city today, it would cost me my life. Ja, genau. Who said that? The commander's men, I suppose. I don't really know, but they were heavily armed and they pay very well. And so you are prepared to betray your prince and country for a few coins?
Don't you understand that the reason I am standing before you is because the guard failed to take this city? Do you know the punishment reserved for traitors? Very well, Excellency. I'll leave immediately. Muss man eben meine Tasche leer machen. Wobei ich bei Assassin's Creed 3 echt so das Kotzen gekriegt habe. Den fand ich echt scheiße. Da kann ich nicht mit dir handeln. Ja. Oh. Die können wir gleich Kurt geben. Nicht verkaufen. Dass auch komplett die Hose dann abgeändert wird, ne? Das ist auch sehr interessant. One armor that fits you like a glove. We'll make it for you. Voll überlegt, weil wir haben jetzt die letzten Tage, haben wir was gemacht? Glaube ich 8 Stunden, 9 Stunden. Jetzt sind wir schon wieder bei 6 Stunden. Make preparations to leave. I have a message to communicate immediately to the governor of San Mateus. You must tell the Mother Cardinal that the Coin Guard is preparing a coup d'etat. Her life and those of her entourage are in grave danger. Very well, Your Excellency. I'll leave immediately. The commander must be in his Ja, sonst würde ich nicht weiterspielen. We should try to reach him discreetly. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. But it's visible from the dormitories. And I know that the young recruits were ordered to stay there. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the 3 lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other 2, they'll be at the tavern. Olga and Werner are in charge of the guard's secondary activities in the basement. I see. Our priority should still be to stop Torsten. We will worry about the others later. Dann gehen wir durch die Dingens durch. Fertig. Kaserne. Durch die Kneipe. Ja, vor allem, ich habe ja hier auch noch ein DLC mit bei. Also den Teil kenne ich ja zum Teil. Also ich habe es einmal durchgespielt. Aber das DLC kenne ich halt nicht. I'm sorry, Your Excellency. I know you've paid your entry fee, but this is a special night. My orders are not to let anyone in. What if I paid you a supplement for your good services? Very well, you can come in. I hope I won't be in trouble. I regret, milady, we are closed this evening. Come back another day. I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right. What do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good. And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you, without so much as blinking an eye? Why would your men risk their lives and their families' well-being to serve your greedy ambitions? Gentlemen, you have been manipulated. I imagine you were promised riches and high station on the island. Told that with such a prize, you would be free of the services of the merchants, the mages, and the scholars. But do you imagine for an instant that the Nauts would risk losing their precious clients for you? That the continental nations that you've betrayed would accept that you might return to their lands? You would be condemned to remain on this island, isolated and forever banished from the continent. I only hope that you are leaving no one behind you, because you will never see them again. You make sense.
We have too much to lose in this story. I'm sorry, Lieutenant, but you're gonna have to deal with this yourself. Do with him what you feel you must. Der war relativ schnell weg. Oh, krass. Der wäre sowas für uns, der. Soldiers, ready weapons! We are under attack! We have been sent by the Governor Constantin d'Orsay. Richtig. Your lieutenant is accused of high treason for having participated in an attempted coup d'etat. As you can see for yourselves, the attempt failed. Are you also ready to be accused of treason? Because of your loyalty to your lieutenant? I doubt it. I'm sure they're gonna make the wise decision. Isn't that right, Dieter? You give your word that we'll suffer no repercussions if we lay down arms? You have my word. Very well. We are dropping our weapons, soldiers. That dog's hide doesn't deserve our sacrifice. Und wie gesagt, du hast immer Optionsmöglichkeiten, ne? Denk daran, was ich gesagt habe. Es gibt immer einen Nachteil, wenn du was machst. Wo ist der andere? Im Obergeschoss. Problem ist halt, dass die Karte sehr unübersichtlich ist, ne? Ja, so ist das auch richtig. Es bewegt sich nicht. Dann bewegt sich wieder was, dann wieder nicht. Shit. We've arrived too late. Do you know where Torsten could have gone? No. But we'll certainly find some information about it in these papers. Torsten suspected that I would denounce him, and he was prepared to leave this place. We must catch up to him. He cannot get away with this. Let's go. Den kriegen wir auch gar nicht mehr. What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable, with all that's been going on. You are under arrest as well as your commander. But what is this? I recognize you. You're the governor's emissary. And Kurt, you had your orders. Sorry, but forced to betray someone, I decided it would be the less likable of the lot. Traitor. Soldiers, ready weapons. Move away! Things are about to get dicey! Move away! Ich meine nämlich, den kriegst du so oder so nicht, den Typen. Das Spiel habe ich auch noch nicht gespielt. It's blocked. It's blocked. The best
Hast du die Filme gesehen? Ich hab's auch nicht. Ich hab's auch nicht. Ich glaube, es ist auch, glaube ich, nicht mein Spiel. Also momentan geht das eher so, was wir zocken, so Simulation, Action, Rollenspiel, Survival Game, Strategie, sowas in die Richtung. Das ist eher so, in welche Richtung wir gehen. Too late. The coward has escaped. Green blood, my friend. Do you need something? I must leave you. Ja, GreedFall ist schon nicht schlecht eigentlich, ne? Halt diese Kampfsteuerung ist so gewöhnungsbedürftig. Ich spiele halt lieber mit Controller. Genau, Simulationsspiele habe ich auch vergessen. Das weiß ich halt nur, weil es halt eigentlich immer so Spiele sind, die ich meistens gespielt habe. Also Horror-Games habe ich nie gezockt. Also nie so in die Richtung gespielt. Brauche ich 2 Ausdauer für. Direkt den ganzen Kram verkaufen hier. Welcome. Have you seen any? Ach stimmt, kann Kurt den eigentlich tragen? Da muss ich gleich mal gucken. Red Dead Redemption habe ich halt gespielt, weil halt ein Arbeitskollege von mir das vorgeschlagen hatte. Und ich habe gedacht, ich gucke es mir zumindest mal an. Und war auch sehr begeistert von dem Game, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. War gar nicht so schlecht, das Spiel. 198, das war der Ring, den wir brauchten, ne? Magieschild geht dann nur hoch. Aber woher weiß ich denn, ob ich damit mehr Damage mache? Ja, wir kaufen den einfach mal. Also ich bleib bei ihr auch bei dem Hut, ganz ehrlich. Den finde ich irgendwie besser. Aufs Gewand. Ich guck gleich, muss mal eben hier durchgucken. Der beschlagene Kyras, der sieht eigentlich auch noch ganz nett aus, aber da wir auf leicht spielen, ist das eigentlich relativ scheißegal, mit welchen Sachen wir hier rumlaufen. Ich will halt irgendwas was Schönes, was optisch ganz gut ist. Herzoggewand. Karte. Halskette haben wir, glaube ich, 20er schon. Charisma. Hat's auch die Kamera gerade nicht drin, ist das Problem. Also, lass mich mal kurz schauen. Darüber wollte ich. So, Kurt. So, schnell speichern. Ja, Little Nightmare habe ich auch den ersten gespielt und bin da auch nicht so mit warm geworden. War nicht so meins. Was hattest du dir gekauft? Forest? Den zweiten Teil? Do I have the time to return and see those dear to me? Constantine, how are you feeling? Death is on my doorstep, and all hope has flown through the window. Ach so, das. Come closer. What ill tidings do you bring? I thought you would like to know that the Coin Guard's attempt to take control of the island has failed.
This is excellent news. The kind I've not had in a great while. Thank you, Kurt. Were it not for your loyalty, we were lost. And as for you, my fair cousin, you know what I owe you. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. Yes. And if your highness would permit, I would like to relay our most sincere gratitude from all of Thélème. Thanks to your message, the Mother Cardinal was able to thwart the commander's plans. By the grace of the Illuminated, the city is saved, and the traitors punished as they should be. Alas, the instigator of all this tragedy slipped through my fingers. I was informed that the commander was able to leave the island. I wish him luck in finding a port that will welcome him, and you were able to catch his lieutenants. The squires will pay for the crimes of their masters, as happens too often. Enough talk of ruffians. They failed, and for that, I again thank Kurt. If your highness is looking for a means to translate his gratitude, gold is a present that is always appreciated. I imagine that you shall name a new commander. Yes. I will discuss the matter with loyalist officers, but I think I know who will be elected. I hope it is someone whom we can trust. We do need soldiers, but loyal soldiers above all. We are well aware that the Guard's reputation has been tarnished. We will not make the same mistake twice. Sieglinde is solid and loyal. I have fought beside her. You have my complete trust, Kurt. You have amply earned it. Before you leave, I must ask you something. All right. I'm listening. I do suffer, my fair cousin. I suffer so horribly, and alas, we have yet to discover neither cure nor remedy. I'm sorry. I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer, with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men lives in San Mateus. His healing powers are supposedly miraculous. Alas, it is a miracle we are in need of, my son. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem Thélème are prey for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. The sailor's right. The holy men and the sages had their chance on the continent, and we all know how that went. If this healer is as skilled as our pretty little sapling here says, then we need to see him right away. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Ja, das machen wir später, die Quests. Mal jetzt erstmal die anderen Quests hier. Monischer Kult haben wir noch. Ärger in Eden. Plus Quest. Ja, Red Dead habe ich jetzt auch im Endeffekt nur angespielt, weil Arbeitskollege mir das erzählt hatte und wir da halt drüber gequatscht hatten. Deswegen habe ich das halt angefangen zu spielen. Das hätte es wahrscheinlich noch vor mich hingeschoben. Und Forest habe ich ja damals auch mit der Dings gespielt, mit der ich ja keinen Kontakt mehr habe. Und alleine will ich es auch nicht spielen, ganz ehrlich. Ich habe es mal angespielt alleine. Ich glaube, ich habe noch eine Stunde ausgemacht, weil mir das dann doch zu schlimm wurde. Und wenn du halt mit mehreren so ein Spiel spielen kannst, ist es halt etwas einfacher, weil du weißt im Endeffekt, dass wenn dir was passiert, ist es immer noch einer da, der dir zur Not den Arsch retten kann, im Endeffekt, ne? Deswegen, das hat dann gewisse Vorteile. Alleine würde ich Forest auch nicht spielen. Den zweiten würde ich vielleicht so spielen, dass ich keine Gegner drin hätte. Das wäre das, was ich machen würde. Aber dann lohnt sich das ja nicht im Endeffekt zu spielen, ne? Das ist dann ja auch wieder so ein Punkt, wo man sich denkt so, ja, kannst du zwar machen, aber ist dann auch ein bisschen langweilig, ne? Also ich weiß, wie es halt ausgeht. Ich kenne das Ende ja halt schon.
Beziehungsweise Blood, my friend. ich hab's mal eingesehen. I'd like to talk to you about something. I'm listening. Remember that note we found in Rolf's office? Of course. The one that said the recruits had been sent to different governors. Yes. It was signed with a name I'm familiar with. Herman. Somebody I'd hoped never to cross paths with again. He was the one who founded the camp we closed. And believe me, he has done an incredible amount of damage to the guard. I'm gonna find him and make him pay for what he's done. I know that he's in San Mateus. Also ich habe das schon gesehen, beide Enden. Es gibt ja halt wieder 2 und ich bin ganz ehrlich dafür, dass wir halt nur ein Ende machen. Nicht so wie bei dem anderen, dass wir halt beide Enden machen, sondern dass wir wirklich nur das eine Ende nehmen. Das andere ist so, ja, ist halt Kacke, meiner Meinung nach. Weil wenn wir das Ende machen, dann ist es auch so Ende, dann werden wir auch nicht weiter bauen, so wie wir es früher gemacht haben. Deswegen, wir nehmen ein Ende und das andere können wir uns zwar angucken, aber ich finde es nicht so gut, ehrlich gesagt. This quest for revenge isn't only about what happened to Raina and the others, is it? Very well. You can count on me. What do you plan to do? Major Herman is posted in San Mateus. He's part of the Red Sun Regiment now. He's loyal to Torsten, but kept his head down when the coup was dismantled. Isn't denouncing him enough? He'll be put to death for high treason. The Guard's reputation has suffered enough from Torsten's scheming, and he has connections in high places. I'm sure he has many supporters. What are you getting at? Are you going to kill him yourself? If he's well connected, the Mother Cardinal will surely hear about it, and I doubt she'd be pleased. I know. That's the whole problem. We need to get rid of him without anyone finding out. If Petrus were here, he would probably tell us to do the exact opposite. That old fox is as sly as ever. But I don't see what you're getting at. There's a group in San Mateus that can make someone disappear in broad daylight without anyone saying anything about it. Those mad inquisitors. Exactly. It might not be easy to convince our good friend Aloysius, but it's worth the try. You're right. And if we bring Petrus, he will surely help us sway the Inquisitor. I must say, this is a horrid solution. But if anyone deserves it, it's that bastard Herman. We'll need to find him, though. And he's been keeping a low profile since the coup failed. And we've already seen to what extent the law of silence has on the guard. We need help. Our new commander might be able to tell us who to turn to. She knows everybody. All right then, agreed. Let's start by going to see her. Zero nehmen wir mal raus und packen Petrus rein. Weißt du jetzt echt nicht, wie man mit den Romanzen anfangen kann? Das dauert irgendwie ziemlich lange, oder das ist noch eine komplette Questreihe von ihm. Do you need something? Ja. I must leave you. Was wir auch machen können, ist, wenn du ein bisschen üben willst, dann spielen wir es halt zu zweit, aber wir gehen halt nirgendwo rein. Oder wir können auch reingehen, ohne dass wir es halt Polar verraten, dass wenn er halt nicht da ist, dass wir halt zu zweit dann einfach spielen. Wir können das auch offscreen machen, ohne das aufzunehmen dann. Das kann man dann auch machen. Wie gesagt, ich kenne halt die ganzen Sachen, ich weiß, was kommt. Aber sie haben halt viele neue Gegner hinzugefügt, sie haben einiges geändert. Der Speerwerfer zum Beispiel vom letzten Mal, der ist neu. Der ist auch echt ekelhaft. Und es gibt auch neue Mutanten. Und ich denke, dass sie die Höhlen auch abgeändert haben. Weil ich denke, alleine wird das ziemlich schwierig, wenn du in den Höhlen bist. Und glaub mir, die sind echt ekelhaft. Die sind sehr ekelhaft. Da sind die aus Forest 1 echt ein Witz gegen. Deswegen, wenn du das spielen willst, dann können wir es auch zu zweit machen. Das ist kein Problem. Ich kann auch jetzt anfangen. Sag was und wir fangen sofort an. It seems there has been an unexpected development. The manager of the tavern came to find me. He complained of supply problems on the island, and a customs sergeant who is seizing his shipments from the continent. Clearly, neither we nor the palace gave any such orders. You suspect that these seizures are being used to supply the contraband? It's the only logical answer. And you wonder if Egon is involved? Very well. I will find out. Schmuggelware? No, thank you. Hast du denn jetzt was mit der Quest zu tun, die ich machen wollte? Nein, ich wollte mit Sieglinde sprechen. Wo ist die denn? Obergeschoss. Ja, das Rennen geht doch schnell. Guck mal, du kannst auch rennen und nebenbei streamen und zocken. Das geht auch.
Wie war das vorhin? Du wolltest streamen heute? Ich sag ja, mach dir die Arbeit nicht mehr mit dem Rendern. Das frisst so viel Strom einfach. Stream direkt auf beiden Plattformen. Oder lass den Stream halt nebenbei laufen. Sparst jede Menge Zeit und wohl nachher auch Geld. Lady Desarde. And Kurt, I believe I should be thanking you for my nomination. It is your upright and honorable nature that won you this post, not I. Perhaps sometime in the future you'll curse me for having suggested your name. I hope not. How can I be of service to you? We're here to talk to you about a document we found in the training camp. A letter, signed by Major Herman. He's behind all of this, Sieglinder. Herman. Kurt, this is personal now. When will this story be finished? I could court-martial him, but you know how much certain people support him. I know. He'd probably get away with it. Everyone loves the heroic Major. No, we thought of another way. The Ordo Luminis. You want to have them burned as heretics? If he'd been caught as Torsten's accomplice, he would have been drawn and quartered. Wie hast du es durchgespielt? Wie lange hast du gebraucht? I don't know if you came to look for my help or my blessing. You have both. But promise me that you'll stop seeking vengeance after this. You have my word. We just need your help to find Herman. He's been hiding since the failed coup. And you need help in the San Mateus barracks. Talk to the corporal in charge of the prisons. I know him well. He's loyal. He's from the old school. If he can help you, he will. It seems to me that the Ordo Luminis keeps its prisoners in the prisons of the guard. In fact, if you want to avoid drawing too much attention to yourself, you could bring Herman there directly. I'll write you a letter for the corporal. Here you go. Thank you for doing this for me, Sieglinder. You're welcome. And don't forget your promise, Kurt. Also das Spiel soll ca. 4 Stunden haben, soweit ich das gehört habe. Aber bestimmt weiß ich nicht. Du brauchst mehr Festplatten, mein Freund. Du brauchst mehr Festplatten. Oder größere Festplatten vor allen Dingen. Aber das war schon immer bei dir ein Problem mit den Festplatten. Das kenne ich bei dir gar nicht anders. We've come to discuss something that concerns you. Really? I'm listening. We would like to draw your attention to a man who has confessed to terrible crimes. Has he professed heresy? Venerated one of the demonic creatures worshipped by the savages? Not exactly. He's responsible for many deaths, and was one of Torsten's supporters. Who, as you know, was planning to overthrow your governor and take her place. These truly are crimes. But they have nothing to do with the Ordo Luminis. You should denounce this man to our governor. I'm sure she'll be happy to have him drawn and quartered. Unfortunately, this man has friends in high places. I doubt that we'll be able to convince the Mother Cardinal. Politics. The curse of our society. I approve of your quest for justice, and I will help you as much as I can. I can't have your man publicly arrested without raising too many questions. But if you arrange for him to come to one of our jails discreetly, I'll make sure justice is delivered. The felon will receive the punishment he deserves on behalf of the glorious Enlightened. May he always keep you in his divine blessing, Aloysius. You will soon find this man in your jail. Anything else? Nothing. It's all right. Remember that the Enlightened
is always watching you. Hast du denn noch so viele Videos, die du hochladen musst? Weil hast du doch schon so schnelles Internet. Ja gut, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Wenn du das noch nicht durchsortiert hast, ist das natürlich eine andere Sache. And what can I do for you? That will be all. Yes? What can I do for you? Sir, Commander Sieglinder wrote this letter to you. I wasn't expecting that. Even though I never really liked the Major, the Commander is asking me to do all I can to assist you in your mission. So, what can I do for you? We are looking for the Major. We know that he was posted here. Yes, and officially he still is. But I haven't seen him for some time. Following the coup, he was probably expecting us to go after him. The only people he may have told about his hiding place are his lieutenants. Those two are his henchmen. I see. Well, we'll just have to go and interrogate them. If we bring him to you, can you make sure he ends up in an Ordo Luminous jail? Do you want to condemn him to the stake? That's a bit extreme. Listen, I can lock him up, but you'll have to find a way to keep my men from seeing him. Why's that? All the guards in the city know the Major. If they see him brought here, they'll want to know why. And they will surely take it out on the Inquisition, which could end badly. You're not wrong, Corporal. What do you suggest? If you bring me some sleeping potions, I could put the whole lot of them to sleep. When they wake up, they'll be ashamed of having slept through their watch. But that's better than spilling blood. So you need sleeping potions. Is that right? Yes, to put my men to sleep. That would seem the best way of doing it. Perfect. And then? When you have your man, let me know, and I'll do the rest. Anything else? We should go. Goodbye. Now that everything is ready, we should go find these lieutenants. Ist die Frage, wo die sind. Der ist wahrscheinlich im Obergeschoss. Davon das Problem ist halt mal auch, ne, man hat so viele Spiele noch auf der Liste, ne? Will ich mal, jedes Spiel hat 30 bis 50 Spielstunden. Wann willst du denn das alles fertig machen? Ja, generell, wann willst du denn das alles spielen? 30 bis 50. Ja, sagen wir mal, du machst in der Woche 10 Stunden. Dann bist du 5 Wochen dran, um ein Spiel durchzuspielen. 1. Auch der falsche? Das Untergeschoss. Ah. Wir reden jetzt nur von Einspielen, ne, wenn du 2 Stunden am Tag machst. Und überleg mal, Baldur's Gate hat allein so locker 40 bis 60 Stunden. Je nachdem, wie du durchkommst und welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. 40 bis 60 Stunden. Und dann gibt es halt Spiele, wo du einfach Bock drauf hast, wirklich 100% zu machen, ne?
Soldiers! Everyone outside, that's an order! But, Captain, with all due respect, you're not in our regiment. We're supposed to stay here, Captain. We must guard the barracks. I believe that the rank of Captain of the Guard counts regardless of regiment, soldiers. Especially when the said captain reports directly to Commander Sieglinder. If it's an order from the commander, we better obey, guys. Oh, sorry, Captain. We didn't mean to disobey you. Let's go. Let's get out of here. You're far from your regiment, Captain. What do you want? We're looking for Major Herman. I was told you'd know where to find him. The Major? He must be on a mission somewhere. Don't play dumb with me, Lieutenant. I'd be sorry to see you arrested as an accomplice. Listen, Captain. We really don't know what you're talking about. As for your threats, you're not our superior. You're not part of our regiment. Yet we're here with your new commander's blessing. The Major is accused of treason. You'd better tell us where to find him. Lies. The Major is a righteous man. We'd give our lives for him. Really? Let's see you do it. May the Enlightened protect me in this battle! To my help! So, are you finally ready to tell us where we can find Herman? We'll never tell you anything. Stop! You might be ready to die for him, but I'm not. He's in a warehouse on the port. The traitor is probably getting ready to leave the island. What do you want to do with these two, Kurt? Lieutenants, you're under arrest for now. Go to the commander. She'll decide what to do with you. At your orders, Captain. Let's find the Major before he escapes. Die Spieleliste nimmt ja auch kein Ende, ne? Und das Spiel war ja eigentlich also nicht geplant, dass ich das mit reinnehme. Aber ich habe mir gedacht, machst du mal was anderes mit GreedFall. Das dauert ja nicht so lange. Wir sind jetzt, glaube ich, in der 3. oder 4. Folge. Ich glaube, 4. Folge müsste das sein, ne? Und wir haben jetzt... Ich glaube, gestern 8 Stunden gemacht. Ich glaube, davor auch. Ich müsste mal genau nachgucken. Also wir sind jetzt bestimmt bei... Manchmal kann ich das nicht sehen. Kann ich das nicht sehen, wie lange wir schon Spielzeit haben? Ne. Da ist nur die Uhrzeit drin. Ich würde jetzt so tippen. Ich habe 30 Stunden schon. Ohne DLC. Ich habe jetzt extra schon runtergestellt, dass wir relativ zügig durchkommen, ne? Deswegen. Here he is. What the... Kurt? It's been so long. How did you find me? Does that really matter, Major? You're finally gonna pay for all your evil, your treachery, and your schemes. Come with us, Major Herman. If you think I'm gonna give up without a fight, you're wrong. Soldiers! Seize them! May the Enlightened protect me in this battle! To my health! And death to the others! No. What? You shouldn't be surprised. After all, I owe my talents to you. Let's lock him up. The Inquisitor will do the rest. Ja, das ging zügig. Ja, vor allem ist dann natürlich das Problem, wenn du, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Ist natürlich dann noch das Problem, dass du natürlich noch länger brauchst. Na, aber jetzt wollte ich, guck mal, wir kommen jetzt schon so relativ gut durch. Warum soll ich das dann noch weiter runterstellen? Oh, Alter, ich habe so viele Sachen hier und ich kann die nicht nutzen, weil ich die Fähigkeit nicht habe. Deswegen hatte ich mir auch mal überlegt, halt Spiele nicht mehr auf einen schweren Schwierigkeitsgrad oder sowas zu spielen, sondern einfach durchzocken. Das mit den anderen Sachen, das, ja, wenn du höheren Schwierigkeitsgrad spielen willst, kannst du es immer noch machen. Nein, ihr braucht 4 Ausdauer. Was? Er braucht einfach 4 Ausdauer.
Ja, auch noch ein anderes Schwert für ihn? Nee, habe ich nicht. Hier noch irgendwas schützen? Was ist denn eigentlich für einen Ring? Okay, ich habe einen anderen Ring. Hier, Lebensmittelpunkte. Hier noch Unterhände. So, 9 Stunden, insgesamt 9 Stunden. Achso, ein Playlist. Also sind wir bei 13, 15 Stunden circa. Kurt, are you all right? Yes. Better than ever. You cannot even imagine how much I hated that piece of filth. What did he do to you? As you may have guessed, I suffered the same treatment as Raina. The only difference is that I survived, and there's even more. Ja. Believe me, I'm glad that these memories went up in flames along with that bastard. Thank you, Green Blood. Thank you for helping me as I go through all this. I'll never forget it. Müssen wir mal gucken, ob wir dann jetzt die Beziehung mit dem eingehen können. Green Blood, my friend. Ich glaube, der später kommt. Now that you've taken care of Major Herman, have you begun to think about the future? Yes. For the first time, I feel free to do so. I hope I will be a part of it. I must admit that I still find it difficult to believe that someone as gracious as you may have found an interest in someone like me. But nothing would make me happier. Anything else? Ja, ist die Entscheidung von Flippums oben. What happened Hat eigentlich jemand anders im Auge, aber sie wollte, dass wir ihn nehmen. I was just a kid then. But I was sent to an elite camp. Although one must say that I was gifted for my age. This is when Captain Herman took charge of me. We were beaten almost every day. We hardly slept, and he humiliated us at every opportunity. The same treatment as Raina, Wilhelm, and the others. Except, Herman occasionally came to visit us at night. But it's something I'd rather forget. The bastard went up in flames, and all my memories along with him. Anything else? I must leave you. Dann müsste die Schwester jetzt später kommen. Das heißt, wir haben jetzt Boah, wir haben Brückenallianz verdächtig, Groschengarde, Nauten, alle verdächtig. Die einzigen, wo wir freundlich sind, sind die Eingeborenen. Uff. So, und bei den Rest haben wir nett, freundlich und zweimal nett und zweimal freundlich. Was? Was? So, Nebenquest. Dafür muss ich woanders hin. Wo haben wir denn unsere Hütte eigentlich? Ich romantisch? Nein. Das war ich noch nie. Das heißt, müsste normalerweise, wenn ich hochgehe, müsste irgendwas passieren. Normalerweise müsste einer von den beiden nachher eine Quest für mich haben. Den will ich nicht fragen. Sprich mit Vater, bla bla bla. Für den Heiler. Begeht durch ein Dorf. Frage den Wirten.
Machen wir erstmal das Lager. Den nächsten Begleiter bekommen. Greenblood, my friend. Do you need something? I must leave you. I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds. But the risk is they'll bet against me. That may be the case, but the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This'll make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Thélème? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. Dann müssen wir wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, er hat auch eine Gammelwaffe. Oh, Kampfring. Aber der bringt uns nichts. Der Dolch auch nicht. Betäubung geht hoch. Angriffszielkosten, Zorn geht hoch. Aber das ist auch alles. Das würde ich ganz gerne tragen, aber das kann ich nicht, weil ich nicht 2 Ausdauerpunkte habe. Das wäre auch cool. Kann ich aber auch nicht tragen. Ich will diese komische Rüstung nicht haben. Wir machen erstmal das Lager. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Wir hatten das letzte Mal schon Probleme, da hinzukommen, ne? Bin ich hier? Da bin ich... Genau, da sind wir da weggegangen. Wie komme ich denn da hin? Ja, mach ich meistens auch. Aber jetzt habe ich hier nichts, was mir gefällt. Großartig. Deswegen bringt mir das nicht so viel. Wir könnten versuchen, von da rüber zu kommen. Und da runter zu springen. Heißt, ich müsste von hier aus, glaube ich. Aber das mache ich in den meisten Spielen auch. Deswegen tausche ich den Hut ja auch nicht. Deswegen hat sie den Hut ja noch auf. Weil der Hut mir relativ gut gefällt. Abgesehen von den Bonuspunkten. Und deswegen haben wir auch noch den Umhang, weil der halt dunkel ist. Ich glaube, 2019 war das noch nicht so weit mit diesen optischen Sachen, meine ich. May the enlightened protect me in this battle. Mal gucken, was wir noch finden, was wir da bekommen. So, wir wollten jetzt hier lang.
Ich meine auch, das mit den Romanzen ging erst so kurz vor Ende, glaube ich. Da kam das erst relativ spät in Fahrt. Warum sagt er mir denn, dass ich hierher gehen kann, wenn ich das nicht erklimmen kann? Komme ich von der anderen Seite da dran? Ja, aber ist ja bei vielen Spielen im Ende. Aber hier siehst du halt nicht viel. Die landen jemand in der Kiste, du siehst halt, wie die beiden ins Bett fallen und das war's. Mehr siehst du nicht. Und gegen Ende gibt es halt noch einen Kuss, wo sie sich den Bossfight quasi alleine stellt, weil sie macht das alleine, der Rest bleibt dann zurück, um ihr den Rücken zu decken. Ja, und das war's dann im Endeffekt. Deswegen weiß ich nicht, wie das ist mit dem DLC. Und ab wann das DLC kommt. Welchen Level. Hier komme ich auch nicht hoch. Okay, das heißt, hier komme ich auch nicht hoch. Die Frage ist jetzt, wie komme ich dann da hin? Weil da komme ich auch nicht rüber. Da können wir durch den Wald laufen. Ich muss nochmal zurückgehen. Ich sage, die Karte, die ist so unübersichtlich. Weil hier bin ich jetzt hier. Da komme ich nicht rüber. Aber wie soll ich da hinten rüberkommen? Das habe ich in Outer Worlds damals auch gehasst. Da hatte ich auch so eine beschissene Ebene und bin da nicht durchgekommen. Ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt, da irgendwo durchzulaufen. Im anderen Punkt. Und da, der einzige Punkt, den ich gefunden habe, der war so schwer bewacht, dass ich da mit den Leuten gar nicht durchgekommen bin. Weil die Viecher so viel Damage gefressen haben und ich halt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Und wenn deine Begleiter tot waren, waren die tot. Dann war Ende im Gelände. Und das hat mich halt auch genervt einfach. Wobei Outer Worlds jetzt auch nicht so gut war, das Game. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Das war eher so, naja. Und schießt ein paar mit deiner Waffe, zack, ist die Waffe im Arsch. Wo ich mir denke, Alter, so schnell kann das doch keiner reparieren. So gut ist es nicht. Das Ende ist so, naja. Aber da sollte doch ein zweiter Teil kommen, habe ich gehört. Weil die einzigste, die ich wirklich cool fand als Romanze, geht leider nicht. Es gibt auch keine in dem Spiel. Ich hoffe, jetzt habt ihr jetzt nicht gespoilert. Also ich weiß, dass ein zweiter Teil kommen soll, der auf den ersten aufbauen soll. Ich habe den ersten durchgespielt und ich fand den so, naja. Deswegen weiß ich nicht, wann der kommt. Aber ich weiß nur, dass da einer kommen soll. So, wie komme ich denn jetzt... Haben wir vielleicht hier die Möglichkeit hochzukommen? Wir laufen mal geradeaus weiter. Aber ich glaube, GreedFall steht auch noch auf der Liste. Also wenn wir den Teil durchhaben, hier komplett kommt, erstmal Horizon Forbidden West. Dann werden wir gucken, wie wir weitermachen. Ob wir dann Black Flag erstmal zu Ende anfangen und durchspielen. Oder ob wir das eine DLC von Assassin's Creed erstmal weiterspielen. Wie gesagt, ich will jetzt halt die Spiele direkt hintereinander relativ zügig weghauen, ne? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall ein Spiel auf der Wunschliste haben, was wir beide drauf haben. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, welches Game das war. Ein Spiel wollten wir auf jeden Fall, haben wir beide auf der Wunschliste. Dann haben wir uns mal drüber unter... Was siehst du? Du musst mir noch den Link schicken zu dem einen Spiel, was du gesagt hast. Ich hab's wieder vergessen. Ich wollte es noch auf die Wunschliste packen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Mal hier rum. Kannst du mir eben per Steam schicken.
Ah, tu die Ruhe. Ich bin noch eine Weile hier. Sie braucht andere Klamotten einfach, ne? Das sieht so... Dankeschön. Sieht so nicht gut aus. Muss ich so sagen. So, ich speichere jetzt mal. Eigentlich müsste ich doch von hier aus darüber kommen. Ich habe doch hier keinen anderen Weg, da durchzukommen. Das heißt, von hier aus müsste ich darüber kommen. Hier runter und dann darüber. Ich habe jetzt gespeichert, wenn das nicht geht, weil da kommen wir nicht... Da kommen wir gar nicht hin. Mit Forest denke ich mal, sind wir auch bestimmt noch ein halbes Jahr locker dran. Also bis zum Sommer auf jeden Fall. Level 20, juhu! Von dem Teil soll auch noch ein zweiter Teil kommen, aber ich weiß nicht, wann der kommt. Weiß ich nämlich jetzt nicht. So, warte mal, nein, zurück. Die eine Fähigkeit benutze ich jetzt auch nicht so häufig, deswegen Frage, was benutzen wir jetzt? Machen wir Heilung mit rein? Heilung brauchen wir eigentlich auch nicht. So, wir erhöhen das mit dem Zorn leicht. Hier bekomme ich erst mit 21 und hier mit 22 den nächsten Punkt. Ja, wäre der nächste Punkt Ausdauer gar nicht so schlecht zu investieren, denke ich. Warte, ich kann mal eben nachgucken. Sobald sich Steam mal öffnet, kann ich dir das gleich sagen. Mein Shop braucht immer so ein bisschen länger. Das müsste Hexe-Killer sein. So? Das müsste das hier eigentlich sein. Das hier. Das müsste das eigentlich sein. Das wolltest du, glaube ich, auch spielen. Wir hatten ja gesagt, wenn das kommt, dann zocken wir das mal. Aber ich glaube, das habe ich sogar von dir. Over there. Tents. This must be the expedition's camp. A camp here? In the open wind? It was definitely set up by scholars. Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents and the campfire, it dates back several days. It seems that they were taken prisoner. I don't see any bodies. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they're wielding magic. Magic is the miracle of the enlightened. This bears resemblance with the sorcery of the natives. Not surprising, but not enough to help us locate precisely where the scholars are now. I agree. This is the consequence of the tragic and disgusting practices of the bridge. Every native in their territory has revolted. We cannot know which particular clan is guilty. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's campsite. Ja, ist ja doch ein bisschen was hin, ne? This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt.
We are definitely on the trail of the lost expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Andere Richtung. Nee, die Richtung. Nicht die Richtung. Da müsste was sein. Da leuchtet irgendwo was. A trail of blood. That cannot be good. Follow it. May the Enlightened protect me in this battle. To my help! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! More blood. We are on the right path. Keep going. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he has been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man was unarmed. And from the position of his body, I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is in order, but the inhabitants are no longer here. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Discreet. Perfect visibility. Great choice. It is a journal. That of a woman from the expedition. A certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops in mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will surely lead us to the party of intrepid scholars. She may be part of the Alliance, but I can't help feeling bad about what happened to this woman. According to what she wrote, her attackers must have come from the swamp. We should follow their tracks. Ja, jetzt ist sie da und jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinten rüberkomme. Bin ich hier irgendwo runter? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Was war das denn jetzt? Ja. Ich spiele halt nur ein paar kleine Bugs, alles easy. Ich habe jetzt auch, glaube ich, kein Spiel, was jetzt dieses Jahr irgendwie noch interessant ist für mich. Also abgesehen jetzt von dem Horizon Forbidden West habe ich jetzt sonst kein Game, was mich jetzt interessieren würde, ehrlich gesagt. Zumindest habe ich noch keins gesehen oder gehört, was jetzt relativ interessant wäre. Wohl, WoW kommt dieses Jahr noch, ne? Cataclysm kommt noch und The Evil Within, nein, The War, nein, wie heißt das jetzt? The Evil Within war es nicht. Das war ein anderes Spiel. Auf jeden Fall kommt das Addon ja auch noch. Na, halt auch noch so interessante Sachen, die man sich anschauen könnte. Ich hoffe, dass ich bis dahin die meisten Spiele durch habe. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the Bridger camp. Let's get closer.
Ja, ich meine, Kataklysm kommt dieses Jahr und Dingens auch. We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. Wait. We have no desire to fight you. We only want to find the Lion Sages. They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. He speaks truly. Look, one of them is already eager to bring lion warriors back to us. All we wanted was for them to tell us where our brothers are being kept. What good is this if we must leave our camp behind? Very well. Stay away from the main entrance. Our guards will not welcome your arrival. Pass around. There is a smaller entrance hidden there. The lions are kept in a home in ruins. There must be a key somewhere to open the door, but I know not where it is kept. Muss ich mich irgendwo durchschleichen hier? I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. After this little swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? We were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He is worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue. Of a different nature. Do you have a name? Desardet. I'm from the congregation. The new governor's cousin. Who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? Bishop Petrus, if our young friend hadn't insisted on coming here, I would have gladly let you rot in this marsh. Behold the charity of the enlightened, huh? Kurt. Simply Kurt. I protect our excellency's back. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Das sagt mir jetzt so nicht. Müsste mal bei mir durch die Liste mal gucken. Aber ich habe jetzt sonst keine Games, die ich jetzt wirklich spielen wollen würde, also jetzt unbedingt haben wollen würde. What exactly happened? We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart, but when I heard my fellow scholars' shouts, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner?
Certainly. We are oh so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Okay, mach schneller. Worauf wartest du? Sag mal jetzt nicht. Jetzt warte ich darauf, dass wir da... Oh, sowas hasse ich einfach, ne? Wenn du eine Quest hast, jemanden folgen sollst und darauf warten musst, dass der mal hinne macht. Dann gehen die so laberschicht. Statt zu rennen, was wesentlich effektiver wäre, geht die einfach. Vor allem, mir fällt gerade auf, wir haben beides dasselbe an, ne? Ich brauche andere Klamotten. Definitiv. Jetzt sind wir in dem Tal, wo wir vorher nicht hingekommen sind. This is where the natives took your colleagues. Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Dann speichern wir mal eben. Wir wechseln mal eben die Gruppe. Ach, Petrus ist automatisch. Okay, ich wollte ihn gerade rausschmeißen eigentlich. Gut. I would rather avoid unwarranted deaths. We should wait until nightfall and look around the camp to find a more discreet way to get inside. Falsche Richtung. Boah, jetzt nochmal mit ihr reden oder was? Ich weiß gar nicht, welche Quest das ist hier. Ich kann aber nicht mit ihr reden. Wird die Mission auch gar nicht gelistet von ihr. Auch da. Die sind da oben auch noch. Oh. Und schleichen, wenn du die Gegner nicht siehst, ne? So auf der Karte.
Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich gegen die kämpfen kann oder nicht. Deswegen versuchen wir das Ganze mal zu vermeiden. Wir versuchen es zu vermeiden. Auch kein Potion, das kann man auch so machen. Sollen die Spiele dieses Jahr noch rauskommen? Ich glaube, wenn wir da reingehen, ist es so auffällig, ne? Die hat ja von ihm was gesagt, wegen außen rumgehen. Also gehen wir mal ganz weit außen rum, damit wir das Lager mal so ein bisschen ausspringen können. Aber wir brauchen definitiv eine andere, ja, da stehen welche, andere Kleidung. Aber wir gucken gleich einfach mal, was optisch passt. Optisch so zu ihr passt von der Kleidung her. Und dann nehmen wir das auch. Weil sie ist eher so eine Art Magierin, ne? So eine Kampfmagierin im Endeffekt. So, nochmal im Safen. Ach, ich bin am Ende der Karte angelangt. Aha. Okay. Bin da irgendwo hoch? Mich auch. Da könnte ich hoch. May the enlightened protect me in this battle. To my hand, and death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Your magic is running out. Take a potion. Nein, wir brauchen kein Potion. You're running out of energy. Drink a potion. Kill ihn doch einfach. Worauf wartest du denn? Und ich kann hier noch nicht runter. Weil sie nicht mitkommt. Geh doch mal wieder da hoch. Und habe ich irgendwas dabei, was optisch hier passt von den Klamotten her? Da habe ich die Ausdauer nicht für. Das könnte man zum Beispiel nehmen. Geht zwar die Rüstung runter, aber das ist auch erstmal vollkommen egal. Aber das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Und trotzdem mal ich gucken beim Händler, dass wir andere Sachen kriegen. I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. The prison guards will certainly have the key.
Und der Trank hält auch nicht allzu lange. Schlösser knacken Level 2. Die haben es nicht geskillt. I don't have the key. Locked. Wo krieg ich jetzt den Schlüssel her? Habe ich einen... Ich habe keinen Kristall dabei. Fuck. Hat er den Schlüssel? Ich weiß nicht, ob wir den beklauen können. Er hat den Schlüssel. Ist die Frage, kriege ich ihm den Schlüssel von ihm geklaut? Ohne dass ich die töten muss? Aber anders geht's nicht. Wenn du keinen Schlösser knacken hast, hast du echt ein Problem. Locked. Afra, is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Frage ist jetzt, gibt es eine Alternative außer Schlösser knacken? Gut, es gibt eine Alternative. Dann nehmen wir die Alternative. Weil wir wollen ja nicht unbedingt die Leute töten, wenn wir es vermeiden können. Wir brauchen ja den Ruf bei denen. Wie gefällt dir das Yuffie DLC bisher so, Togo? Da ist das so, naja. Ich hab's jetzt auch angespielt, fand es jetzt nicht so der Burner.
Do not thank. Wir speichern mal auf ein extra Save Game, dass wir den zur Not gleich laden können. Ah, fuck, ich bin falsch abgebogen. Obwohl, komme ich hier durch? Now, we must find a way to get out of this valley without putting my companions in danger. Ach, die sind nicht... Kommen die da nicht hinterher? Ja, scheiß ernst jetzt? Uff. Das heißt, ich muss doch da oben herlaufen. Now, we must find a way to get out of this valley without putting my companions in danger. Also ein bisschen hinterherkommen. May the Enlightened protect me in this battle! Trokarid, mercy, you have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages.
They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Are you really going to massacre these helpless men to answer the demands of those mischievous scientists? Very well. Leave, and I hope you keep your word. Thank you, Onol Manawi. I have spoken, and I will honor my words, Kwa awalam seg. We are no longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true woman of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Lady Desade, and our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Your Excellency. You are a providential woman. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. Research that has borne fruit, Your Excellency. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hack Kadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. Incredible. To think that what we have been searching for all these years could have been created by a savage. We must converse with this woman, and in haste. We would be happy to assist in this matter, Governor, but I fear we would not be particularly well received. If obtaining a remedy for the Malachor is at stake, I would be happy to take charge of the matter. I would like to accompany you if the Governor gives me leave. I will not miss an occasion to meet the woman who elaborated such an important panacea. Accorded. It is only right that one of our own participate on the expedition that will restore health to our continent. Very well. We shall do all in our power to find that woman. Wow, wir haben jetzt auf einmal. Müssen aber erstmal zum Händler und uns umziehen. Come closer. All my wares. Your Excellency, you will not regret it. And always. Ich will ja kaufen, wir wollten ja nach Klamotten gucken, hatten wir gesagt. Und das Ganze auch eigentlich auch ganz cool. Ah, Turban ist scheiße. Aber das Barett sieht ganz cool aus. Weil ich bleib lieber bei dem Hut bei ihr. Das wäre schön. Kann ja mal nicht tragen. Der war auch nicht schlecht. Muss so rein optisch gehen. Den haben wir selber. Der wäre eigentlich am besten hier.
So genau, wir können auch noch mal gucken, wegen der Nahkampfwaffe. Wegen dem Ring haben sie nicht. Okay, dann. Er kriegt ein Barett. Ach, ich habe Kurt ja gar nicht dabei. Ja, dann belassen wir das dabei, bei dem, was die haben. Thanks for your visit. So, wir müssen... Die wollten wir als nächstes machen. Ja, okay, da muss ich erstmal ein paar Sachen verkaufen. Come closer. Your excellent. Die Rüstung will ich nicht unbedingt tragen. Die hatten wir die ganze Zeit an. Die wäre zwar besser. Optisch gesehen ist die jetzt nicht so schön. Will ich halt die andere lieber tragen. Nein, ich wollte hier verkaufen. Thanks for your visit. Dann müssen wir noch mal mit ihm hier sprechen, ob der noch was hat. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? I must leave you. Da geht das erst nach einem gewissen Storypunkt. Karanz, do you need some? I must leave you. Hm. Willenskraft 4, ja, die haben wir leider noch nicht. So, ich komme gleich wieder. Ich gehe mal kurz aufs Klo.
Mal gucken, was sie mir geschickt hatte. Mit Discord. Ah, cool. Das heißt, dann kann ich hier suchen. Ja, anscheinend sehr viele Bots hier. Die man ja hier irgendwie anscheinend aussortieren kann. Da muss ich da mal demnächst durchgucken, dann werden alle Bots hier rausgeschmissen, weil die braucht keiner. Warum erstellt jemand so eine Scheiße, ganz ehrlich? Ach, der Togo ist auch schon wieder raus aus dem Stream. Naja, dann. 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 Das halt so. So. Werden wir jetzt noch eine Stunde machen, denke ich. Und dann werden wir können auch die eine Quest machen. Wo ist denn der eine Typ hier? Mal gucken, wir werden dem mal um Hilfe bitten hier. Excuse me. Are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in terrible pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guards' rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We are looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. Cecilius, my friend. If there's anyone on this island capable of helping the governor, it is you. Have you not been blessed by the illuminated? Is it not your obligation to aid our allies? Without them, who knows what would have happened to our holy city during the plot? Petrus, you always knew how to weave words to get what you want. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. 1,000 thanks, Cecilius. May the illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. How can you believe that this Cecilius will be able to do anything? Miracles are nothing but superstitions.
Because your healers can cure the Malachor? Ja, genau, andere können es, aber All die I'm anderen können es hoping nicht. for is that he'll manage to give my cousin some time. Ah, schade, Text unterbrochen. Egal. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Now, you were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No, no one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. It's true you have talent and the public does like you. Let me think. There's Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer, I'm warning you. This Briscard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel, your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Dann suchen wir den doch mal. Lass mich schauen. Was wieder runter und dann links. Ach nee, ich bin falsch gelaufen. Greetings! May the word of Saint Mateus guide you. Is it you? Your Excellency de Sade? It is an honor to have you here in our city. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Kann ich nicht einfach warten? Ah, jetzt muss ich warten, bis ich die Zeit überspringe, bis es dunkel ist.
You again? What do you want this time? Why so defensive? Petrus, you had a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. They do say that you are devious. Perhaps too much so for your own good. Go on. My friend here loves the glory and sand of the arena. I've gained quite a reputation. But soon I'll be taking on a true champion. I am no fool, though. I know I won't hold up for long. Yeah? I've seen the odds. Everyone expects you to lose within a minute. So what? Let us suppose that our champion is a little less aggressive than usual. If the fight can last at least 5 minutes, an informed bettor would win the jackpot. And I'd keep a little of my pride. Very well. I'll arrange it. But no dirty tricks. Don't take advantage of the deal and try to beat the champion. If you do, he'll wipe the floor with you. You want to get your money. Don't get too greedy. 24 Stunden warten, wow. Jetzt müssen wir warten, bis der Kampf stattfindet. Den machen wir noch, dann würde ich sagen, hören wir auch auf. Dann haben wir 8 Stunden voll. Kann man auch mal Pause machen. Wir sollen jetzt doch besiegen? Ich dachte, wir sollen ihn nicht besiegen. Ready to excite the crowd? Ah, there you are. I was told you'd be taking on one of our old champions. Are you ready for the fight? Beware. Contrary to the challenges, this combat must be fought alone. Your friends must remain in the stands. Yes, I am ready. So, jump into the arena, and may the better fighter win. What a brilliant spectacle.
Aber zu einfach. Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelia seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Ja, dann. Good day. Welcome. You here to wager? I must be going. Next time, then. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt noch mehr, aber anscheinend nicht. Come closer. Don't hesitate. Lady de Sardet. And you, Petrus. What can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well.
Why didn't you tell me about it? You know that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sardet. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. My dear Alter. child, what can I do for you? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Thélème was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic. But you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I will see you later, Father. Take care, my child. Das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Wendung. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, welche Quest haben wir denn jetzt? Den Heiler. Können wir auch machen. Haben wir noch eine Nebenmission. Das ist uninteressant, das ist auch interessant. Sprich mit Karte anzeigen. Das ist jetzt aber nicht der jetzt hier steht, ne? Ah. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen mal noch ins Lager. Ich weiß nicht, wie viel Zeit da verstreichen muss, bevor die da wieder was sagen. Ich meine, wir müssten auch immer in Richtung diesen Vulkan, glaube ich, gehen, ne? Bin mir da nicht so sicher. Irgendwas kommt da noch, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr was. Es sind noch so viele Sachen, die wir ja offen haben. Wir gehen aber erstmal Richtung Lager, weil der ist auch hier nicht auf der Karte abgebildet. Dann können wir nämlich schnell reisen. Und dann können wir da nämlich dann morgen... Machen wir morgen weiter? Ich weiß noch nicht, was wir morgen machen. Vielleicht machen wir morgen dann direkt weiter. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ah, guck mal, die Sünden von Vater Petrus. Was ist mit Kurt? Gibt's da irgendwas Neues? Green blood, my friend. Do you need something? I must leave you. Kommt auch irgendwie nichts Neues. Ah, du sollst mit dem... Die nehmen wir mal raus. Die nehmen wir später mit dem Kurt mit. Jetzt muss ich Petrus eigentlich auch mitnehmen. Blende, weißt du was? Wir machen das anders. Du nimmst die Jora mal mit. Ihren Bonus haben wir noch gar nicht, ne? Der Affäre fehlt uns. Was kriegen wir eigentlich von ihr?
Charisma, also das kriege ich erst, wenn ich auch freundlich bin. Wissenschaft kriege ich von ihr. Von ihr kriege ich Stärke, Handwerk, die habe ich. Warte mal jetzt. Dann muss ich sie doch mitnehmen. I'm happy you came to find me. Allow me to apologize once again. I should have spoken to you sooner, told you what I knew, and not betrayed your trust. Indeed, you should have. As I said, I'd like to make up for it and help you find your family again. How do you intend to do that? As you now know, I knew your mother. We had trouble communicating at first, of course, but we gradually learned to understand one another. She was important in her village. Based on what I know today, I think she was a Donegad. She told me her name, Arelwyn, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. de Sade for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family heirloom. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Norts can help us. They were the ones who took your mother to the continent. It was such a long time ago. How can I find out if they remember? The Norts record everything down to the gentlest breeze. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where you come from? Do you want to find your relatives? Yes. All this is so new to me. But I suppose so, yes. Let's go then. Ich soll jetzt mal gucken, wo die ist, ne? Wir müssen schnell reisen. Was habe ich hier? You have come at the right time, Your Excellency. I am in a delicate situation and your help would be invaluable. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships, from a native captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions, and our old archives are far from here. Is there no one on Tiefredi who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. De Sarde? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us.
Sadly, I'm paying the price of this. Captain Reuben? Aye, the man himself. To whom do I have the honor of speaking? De Sardet, legate of the merchant congregation. What brings you here? The Admiral asked me to shed light on your little problem of indiscretion in your ranks. I see. I would be happy to answer any questions you have. You told the Admiral that you suspect one of your crew members. Indeed. The young apprentice sailor, Alba. A committed volunteer from Thélème. She only joined us a short time ago. Did you want to know anything else? The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Thank you. Aber wo soll ich jetzt hier weiter? Sprich mit dem Ruben? Ja, habe ich doch gerade. What brings you here? The Admiral I see. What led you to these suspicions? The girl's behavior. She was very eager at first, very willing, almost too much. Then, suddenly, she became nervous. She isolated herself and did not speak to others. She's a recent recruit, which inevitably raised some doubts about her vocation. Sometimes I saw her hanging around my cabin. My papers were often disturbed. And since we've returned to port, she's almost never on board. Well, you can understand my concern. But you should probably talk to the other members of the crew. They may know something else. I have the feeling that what aroused your suspicions most is the fact that she was a volunteer. You must understand that volunteers are very rare, especially from Thélème. Their beliefs are quite contrary to our philosophy. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Die Quest machen wir das nächste Mal weiter. Wir hören jetzt erstmal auf für heute. So. Ich den Endspeed rein. Und dann ist Feierabend für heute.